Ein Hunderter habe ich schon gemacht. Da in Jena ist noch mein Einberuf nachgekommen. Da auf jetzt in Jena. Nicht? Das, bin ich fast Kopfstand von lauter Freude, jetzt kann ich einrücken. Ja, du warst so erzogen. Durch die Propaganda von Ja, der Schule damals. Propaganda. Weil alles so schön und lustig war. Nicht? Der Panzer war was Lustiges und die Marine war was Lustiges und alle alle Wehreinheiten und das war alles lustig. Nicht? Was schön. Was da schlecht dran war, das haben wir nachher erst gesehen. Nicht? Jetzt sind wir dann abgeschickt worden auf die Front nach 1 Jahr, nicht auch noch. Und die sogenannte Feuertaufe haben wir auch sofort gemacht dort, nicht? Den ersten Tag. Ein Gläscher, ein Artilleriegeschoss, einer, und schon waren 4 Verwundete. Erste Nacht. Und da haben wir schon geschaut, ne, das war schon Feuertaufe. Dann haben wir erst gewusst, wie schön, wie lustig das da ist. Nicht? Ich leide unter der Zeit, was jetzt ist. Ich bin oft in Nacht munter und denke mir, wo geht das jetzt hin? Nicht? Wenn wieder ein Krieg ausbricht, und das wieder nicht, und das. Wo führt denn das noch hin? Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von noch 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Einfach unten klicken. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung sie sein? Naja, ein Hunderter habe ich schon gemacht. 100 Jahre. 100 Jahre habe ich schon gemacht, ja. Am 23. Mai 1925. Ja, bin ich geboren. In Judenburg, nicht, in so einem Kreis. Und aufgewachsen dann, als Kind bin ich in Böstal. Die verschiedenen Ortschaften in Böstal, nicht nachher auf. Nicht. Und wie fühlt sich das an, jetzt 100 Jahre zu sein? Wie ist so das Gefühl? Naja, es war überall was zu machen. Nicht. Das war überall dabei gewesen. Nicht. Und die waren dann bei 100 auch dabei. Dann, nicht. Und das ist viel stressig gewesen. Deswegen haben wir ja unseren Termin müssen machen. Nicht. Wie wir das erste Mal zu Besuch haben. Ja, müssen machen. Nicht. Weil bei der Feuerwehr waren es ja alles, was gibt, Gemeinde, Pfarrer, also bei der Kirche. Und, ja, was es gibt, hat die Verein, was hat es. Dann war ich noch nicht in der Arbeit, dann war ich noch Betriebsrat und ja, die Räte halt nicht. War ja auch nicht, wie es da gegeben hat, in so einem kleinen Ort, wie das da ist. Du bist da dabei, weil du willst, nicht, wenn du das machen willst. Nicht? Und da war eben immer. Du brauchst ja zugerennt, dann bist du dabei bei so einem Verein. Nicht? Ja. Sie haben ja gesagt, 1925 auf die Welt gekommen. Ja. Wie war das damals so in der Zeit, wie Sie da so aufgewachsen sind, in den 20er, 30er Jahren, Zwischenkriegszeit, Ja. Arbeitslosigkeit? Das war ja nicht in den 20er Jahren, nicht? Ich weiß ja nicht viel davon, aber die 20er Jahre waren ja etwas Besseres, nicht? Noch. Und da bin ich ja noch Kind gewesen. Nicht? Aber ich kann mich erst erinnern von 29er Jahren, nicht? Da war ich 4 Jahre alt, da hat das angefangen. Das war ja nicht so, die Mutter war mit mir einmal bei einem Bauern im Dienst, nicht? Als Magd. Und wenn dort hat es ergeben, wenn die Mutter einen Buben mit hat, dann kriegt sie keinen Lohn, dann muss sie um Essen arbeiten. Nicht? Jetzt hat die Mutter mich wieder nur zum Vater gegeben. Und der Vater hat auf einem Sägewerk gearbeitet. Und da bin ich auch umgegangen. Da bin ich so hin und her gewandert, einmal zu der Mutter und einmal zum Vater, nicht? Bis zum Schulgehen. Die Schulzeit begonnen. Haben wir schon ein bisschen was mitgekriegt, nicht? Aber die Vaterländische Fronten, als das Ding kam, der Wirbel, nicht? Bürgerkrieg, ja. 34er Jahre, nicht? Und das in Torfuss erschossen, und das haben wir nachher schon gekriegt, aber nur ganz
oberflächlich. Der Doofus war ja ein Held, nicht? Natürlich damals. Und das haben wir ja so mitgekriegt. Nicht? Naja, und dann war bis zum Schulschluss, nicht? Das letzte Schuljahr ist nachher in 38er Jahren. Da sind die noch einmarschiert, nicht? Für den 1000-jährigen Reich. Das ist das so schnell gegangen. Du, wir haben ja keine Zeitung gehabt, wir haben ja keinen Fernseher gehabt, wir haben ja kein Licht gehabt. Das war ja kein elektrisches, nicht? Da hast du nicht gewusst, auf einmal war das da. Nicht? Da sind wir Freitag sind wir heimgegangen. Von der Schule? Wir sind von der Schule heimgegangen. Ja, warum sind wir heimgegangen? Ja, irgendwas ist in der Luft. Nicht? Am Montag sind wir in die Schule gegangen, da waren wir schon Deutsche Reich. Nicht? Da war schon das Deutsche Reich da oben. Das ist schon, wie ich schon gesagt habe, das ist alles weggefallen, die Bücher schon weggekramt, alles die Lesebücher und das, Religionsbücher, nicht? Und dann die Heftel kommen, Hilf mit, haben sie geheißen. Und da war schon die Propaganda nicht von Reich einer, nicht? Das Reich war ja das Himmelreich, nicht? Damals ist uns vorgemacht worden. Ja, wir haben auch das irgendwie geglaubt, nicht? Das war uns für uns schon schön, was ich gesagt habe, marschieren, singen. Und Zelten, nicht? Und Lager mal leben und so Sachen haben die da schon probiert. Ja, aber alles schon so ausgerichtet, nicht? Auf ein Ziel hin, nicht? Ja, also dann. Was ist noch genau drinnen gestanden in dem Heftel, in dem Ja, Schulbücher? das drin stand, diese Marschieren, die Büdel, nicht? Das haben wir alles, aber das war ja alles neu. Und das war ja aber die Leute, die was schon sympathisiert haben, nicht? Mit den Nazis, nicht? Das waren die Illegalen, was ich gesagt habe. Die sind mit den Fahrrädern nach Paris gefahren, in den Kino, die Wochenschau anschauen von Deutschland. Das sind eigentlich wegen denen hingefahren. Nicht? Also war die Propaganda war ja auch schon alle da in 38 Jahren, da war das schon vorher schon alles. Nicht? Da waren auch die Sachen für die Schulen, das ist schon alles da. Und die Ämter waren ja auch schon alle besetzt. Nicht? Inwiefern hat es denn damals so eine Meinungsfreiheit gegeben, mit dem der Anschluss Österreichs war? Ja. Das war, da hat immer jeder hat ja gesagt. Das hat's ja nicht, das andere ist ja alles so ein Untergrund, ne, ist ja gekriegt, aber öffentlich hat sich keiner lassen. Irgendwas werden, oder das will ich nicht, oder das tue ich nicht. Das ist alles vorgeschrieben worden. Nicht? Das, was das gemacht hat, hast du in Ruhe gehabt. Wenn sie einer nicht gemacht hat, dann ist er eingeliefert worden. Nicht? Irgendwo hin arbeiten hat es geheißen, das waren die Lager. Nicht? Das war ja schön, ja, zum Beispiel ist damals der Flughafen Zeltweg, der Flughafen Schinterstadt gemacht, gebaut worden schon, aber von der Österreich noch vorher schon. In 37 Jahren das schon angefangen. Die sind aber so viele Arbeitslose gewesen damals, nicht? Da was noch ein bisschen Arbeitslose gekriegt und die meisten waren ja ausgesteuert, hat gar nichts mehr gekriegt, nicht? Die haben sich sofort alle zusammengefangen und alle oben in den Flugplatz arbeiten, Flieger aus. Ja, jetzt haben alle Arbeit. Was das für eine Ware war für die Arbeitslosen, die jahrelang kein Geld und nichts gehabt haben, nur fechten haben müssen, nicht? Oder irgendwas betteln, nicht? Oder unterkommen. Das haben sie auf 4 Jahre gearbeitet. Nicht? Die erste Woche sind sie zu Fuß nach Knittelfeld gegangen, nach Zeltweg gegangen, von der Bristol oben. Nicht? Und wenn sie am Monat gearbeitet haben, schon jeder ein Radl gehabt. Ja, das ist super, nicht? Was hat es früher nicht gegeben? Die haben sich schon ein Radl. Ich kann mich noch gut erinnern, da war der Wirt bei uns neben dem Dorf, da, wo wir waren. Die haben die erste Woche gefeiert, weil sie die erste Woche Geld haben, sie dort von Wirt aufgestellt, nicht? Gefeiert. Nicht? Ja, dann sind sie halt immer oben auf die Feldweg gearbeitet, auf dem Flugplatz, und die haben Geld gehabt zum ersten Mal, nicht? Manche ersten Mal. Und zum Beispiel, nicht, wie es bei der Arbeit zusammengegangen ist, wie mit der Arbeit, mit der Lehrstelle, nicht? Aber in der Schule sind sie schon kaum angegeben, was willst du werden, nicht? Da haben sie aufgenommen, nicht? Da habe ich gesagt, Mechanik oder Schloss oder sonst was, nicht? Und da war gewesen in Judenburg das Gustavwerk. Und das ist nicht gegangen, weil wir Chemie verarbeitet da auf Judenburg, nicht? Das geht nicht, nicht? Ja, habe ich nicht nehmen können. Beim Arbeitsamt, beim Kreisarbeitsamt. Ja, dann habe ich die nächste Zuweisung gekriegt, nach Faunstorf, und das war nachher schon im Herbst, nach November. Der Baumeister, nicht, war Zimmerer gewesen. Nicht? Zimmerei hätte er wollen machen. Nicht? Dann hat er gesagt, Mann, jetzt geht das nicht, jetzt ist Herbst, im Winter sind wir arbeitslos, da kann ich niemanden brauchen. Nicht? Kommst im Frühjahr wieder. Nicht? Und mit der Post bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Nicht?
Na ja, habe ich gesagt, nicht, das geht nicht, den nehmen jetzt niemand auf. Und da war so einer drin, ne, die gut versahen und haben mir den geheißen, was die mit der Uniform, mit der gegeben, nicht. Hat er gesagt, was, der Bub will nicht arbeiten, da werden wir schauen müssen. Da haben wir gedacht, was immer der schauen will, nicht? Ich habe gesagt, ich tue arbeiten, ich habe bei einem Bauern gearbeitet, da war dort Stallbauer und habe nicht gearbeitet, nicht? Naja, der richtiger, der hat irgendwann. Ich bin halt wieder heimgegangen, kein gutes Gefühl nicht gehabt, aber der hat gesagt, dann werden wir was machen. Da hat er das schon durchgelungen, das gibt zum Beispiel Wehrtüchtigungslager und so Sachen, nicht Strafweise war das gewesen. Ja, und ich arbeite nicht, was sollen sie machen mit mir? Dann habe ich gewartet, dann ist Jänner gekommen, Jänner 1940, habe ich wieder die Zuweisung gekriegt von Arbeitsamt. Das haben die bestimmt nicht, das hat so auch keiner gegeben, nicht? Die haben eh wollten, nicht? Und da bin ich dann da Problem, nicht? Da habe ich 2 Jahre habe ich dann eine Lehrzeit gemacht. Das ist natürlich eine schwere Arbeit gewesen, nicht? Da haben wir gearbeitet von 6 bis 6, also 12 Stunden waren wir auf der Arbeitsstelle. Ob Nachtschicht oder Tagschicht, das war gleich, nicht? Und da war die Schlafstelle da bei der Firma und die Verköstung war auch da, nicht? Weil das war ein Sägewerk und da war Landwirtschaft dabei. Also bist du verpflegt, wenn das so super passt dann, nicht? Und wie haben Sie es dann erlebt, wie am 1. September 1939 der Krieg angefangen hat? Wie haben Sie das so mitgekriegt? Ja, das war auch da, ja. Das war am 1. September, nicht? Und da waren wir ja damals Urlaub, Ferien war der August, September, nicht? Das waren Ferien, nicht? Und da war, naja, ich bin ja so schon bei den Bauern gewesen, Höfen, da war es Drahtarbeiten, nicht Getreidearbeiten, und so, dann bin ich schon. Und auf einmal, nicht, da stehen in der Früh auf. Ich denke, was ist denn da heute los? Da rührt sich nichts mehr nach. Beim Nachbar war ein großer Bauer, da waren 4 Knechte, nicht? 4 Arbeiter und 4 Frauen, Mägde. Nicht? Da war jemand, die sind über Nacht alle eingezogen worden. Das waren da so Leute, also Burschen zwischen 20 und 30 Jahren, die haben sie alle eingezogen, die waren bei der Nacht fort. Und ein Bauer, der hat 2 Knechte gehabt, die sind auch eingerückt über die Nacht. Und der ist dann gekommen und hat er gesagt, ich habe noch ein Haferfeld zum Abmachen und die sind alle fort bei der Nacht. Da habe ich dann noch fast eine Woche alleine einen Haferfeld abgemacht mit 14,5 Jahren, ne, 14 Jahren. Ne. Weil die waren fort, ne, die waren alles fort. Über die Nacht waren die weg. Inwiefern haben dann Sie Angst gehabt, dass Sie älter werden, dass Sie vielleicht noch einrücken müssen? Ja, Haben das Sie war, das gedacht? ja. Freilich, gehört wäre ja älter gewesen. Wir wollen ja auch einrücken, das war ja Propaganda, nicht? Ja, alles war so herrlich, wunderbar, nicht? Die Marine, die Panzer und die Flüge, alles ist ja so glorifiziert worden, nicht? Und das haben wir mir geglaubt, nicht? Und da haben wir es fast nicht erwarten können, dass wir einrücken. Bei mir war es so, wir waren 15 Burschen mit den 25er Jahrgang da in der Ortschaft, nicht bei 800 Einwohnern. Die haben wir alle jetzt gleich einberufen gekriegt zu Weihnachten, nicht in 43 Jänner, nicht, war das. Oder fort, nicht, und da war es ja zu Weihnachten, da haben wir ein paar schon die Einberufung gehabt und ich kriege keine Einberufung. Man sagt, meine Güte. Ja, und dann so ein bisschen, da in Jena ist noch mal einberufen, bin ich fast Kopfstamm von lauter Freude, jetzt kann ich einrücken. Ja, du warst so erzogen. Durch die Propaganda Ja, der Schule Propaganda, damals, weil alles so schön und lustig war. Ne? Der Panzer war was Lustiges und die Marine war was Lustiges und alle alle Wehreinheiten und das war alles lustig. Nicht? War schön. Was da schlecht dran war, das haben wir nachher erst gesehen. Nicht? Und außerdem wollte ich gern zu der Marine gehen, weil die haben wahrscheinlich Uniform gehabt, nicht? Die Behandlung mit den ausgeschweiften Hosen, das ist ja schön. Ja, Gott sei Dank haben sie mich nicht genommen. Aufgrund fehlender Freistellen haben sie gesagt, können sie mich nicht nehmen. Und damals in 42 haben wir einen Muster gehabt, ja. Naja, aber Gott sei Dank, nicht? Und dann war ich beim Arbeitsdienst, haben wir in den 10. Jänner 43 bin ich zum Arbeitsdienst eingerückt,
nach Hagenbach, das ist bei Karlsruhe, da haben wir rein. Da haben wir eine kurze Ausbildung gehabt, wie man arbeitet mit Spatenkrampf und Schaufel, das war ja ganz genau. Ja. Und dann sind wir runtergekommen nach Südfrankreich, nicht? Da, der Golf von Biscaya. Und der ist ja der Atlantik gebaut worden damals, nicht? Und da sind die Kabel verlegt worden, hier, die Telefonkabel. Und die Gräben haben wir gemacht damals, nicht? Unten 14 Kilometer in 3 Monaten haben wir gegraben, alles händisch. Da hat es keinen Bagger, gar nichts gegeben, nicht? Das war in Südfrankreich, nicht? Dann sind wir noch aufgekommen auf Nordfrankreich, auf Dünkirchen da. Und da haben sie noch Baracken gebaut in einen Eichenhain, in den Eichenwald drin haben sie Baracken gebaut, eigentlich nicht, dass die Flieger nicht sehen. Da haben wir die Barackenteile reintragen in den Wald, nicht, dass auch nicht Spur, dass keine Spur, nichts wird, nicht, das war da. Und dann haben wir, ich bin 9 Monate war ich beim Arbeitsdienst. Und im September 1943 haben wir abgerüstet beim Arbeitsdienst, haben sie uns heimgeschickt. Und der Monat drauf, im Oktober, habe ich noch die Einberufung gekriegt nach Holland, nach Amersfoort. Nicht? Oder zuerst auf Utrecht nicht, und dann auf Amersfoort. Und da war auch wieder, was wirst werden, ich hatte die Bouncer, nicht? Weil ich hätte passt, die kleinen Leute waren die praktisch für die Bouncer, nicht? Was ich da den Platz haben gehabt. Nicht? Ja, das ist nicht mehr gegangen, ich bin nicht mehr dran gekommen. Nicht? Die Infanterie waren schon weg, nicht? Und die ganzen Einheiten waren schon weg, ja, die sind jetzt überblieben. Die, was überblieben sind, die kommen jetzt zu den Nachrichten. Wir sind nach Amersfoort gekommen und dort haben wir dann die Nachrichtenausbildung gemacht, und Fernsehen und Leitung legen, und das haben wir in Amersfoort gemacht. Nicht? Das war bis in Februar, sind wir dann runtergeschickt worden auf die Frauen. Oben über Frankreich und unten über das Gebirge, nicht? Auf Italien. Und vor Florenz war dann das aus mit dem Zug, und dann war kein Gleis mehr bis oben. Nicht? Und da sind wir noch verloren worden auf die Munitionsfahrzeuge, nicht? Die was Munition runtergeführt haben, da haben sie uns draufgesetzt, nicht? Aufteilt auf die Fahrzeuge. Und mit dem sind wir noch erst runtergekommen bis auf, nicht unneu, nicht? Aber so bin ich noch da, ne? Die Frauen kommen, nicht schon. Naja, dann. Wie war das dann da unten bei der Front dann? Ja, wir waren ja Nachrichten, nicht? Und wir haben die Leitung hinlegen, über zu den Kompanien raus, nicht? Und das war unsere Arbeit. Und die Störtruppe waren wir dort, nicht? Und was er da dazugehört hat. Und die sogenannte Feuertaufe haben wir auch sofort gemacht dort, nicht? Den ersten Tag. Wir waren auch schon zusammen, war man schon einen Turm drin, da sind wir danach schon geschossen, aber das haben wir nicht gekannt, was das ist. Da sind wir aufgestanden, nicht, weil dort unten die Brunnen sind, nicht, der Brunnen ist, nicht, sind aufheben mit den Eimer, nicht, die Wasser waschen, nicht, da haben wir uns waschen. Ein Gläscher, ein Artilleriegeschoss, einer, und schon waren 4 Verwundete. Erste Nacht waren schon 4, hat es Splitter. Nicht? Die Granate ist da, wir sind da gewesen, und nicht, der Brunnen, da haben wir uns gewaschen, und da hat er die Granaten reingeschlagen, und die Splitter, nicht, die hat schon ein paar erwischt. Nicht? Und da haben wir schon geschaut, nicht? Das war schon Feiertaufe. Dann haben wir erst gewusst, wie schön, wie lustig das da ist. Nicht? Dann waren ja die Flieger, nicht alle waren die Flieger, nicht? Die haben wir alles beherrscht unten. Unsere Luftwaffe hat es ja nicht mehr gegeben. Nicht? Der Göring hat ja schon lange Meier geheißen, nicht? Aber ja, und da haben sie uns schon, das war schon schier unten. Nicht? Das heißt, bei Tag überhaupt nicht bewegen dürfen, geschaut, nicht? Nur bei der Nacht. Nicht? Weil die sind gekommen in der Früh, 4, 5 Jagdflugzeuge, Japos haben wir gesagt. Die haben alles gesehen und alles, wenn sie wo was gekriegt hat, dann haben sie so kleine Bomben runtergeschmissen. Du hast die einfach ein paar Tage nicht, du hast auf der Straße niemand gesehen und gar nichts gesehen. Und uns haben sie ausgeloben. Der Munifahrer, ne, der hat gesagt, jetzt müsst ihr abstellen. In Munitionslager kann ich euch nicht brauchen. Nicht? Steigt ab. Da ist eine Ortschaft drin, da waren wir in der Ortschaft drin. Nicht? Der Mond hat ein bisschen geschonnen. Jetzt stehen wir da, wir keine Ahnung, 8 Mann waren wir nicht, da oben auf dem Fahrzeug.
Wir haben nicht gewusst, wo gehen wir hin, was ist jetzt? Jetzt sind wir da gestanden, über der Nacht, nicht? Ja, so mitten Nacht ungefähr. Und dann sind wir dort umeinander und dann hat es dort so ein bisschen aufgebrannt, da ein bisschen aufgebrannt. Ja, das muss doch so sein, haben wir uns gedacht, haben wir nicht gewusst, was das ist. Dabei war der Steuerfahrer von Wehr einer, nicht? Der haben die reingeschossen. Nicht? Da waren die Schiffe draußen gestanden, die Schlachtschiffe, und die haben ins Land rein, nicht? Die sind bis über 13 Kilometer haben die reingeschossen, nicht ins Land. Und das war da so, das haben wir aber nicht gekannt, nicht? Da sind wir da gestanden. Nicht? Und ja, jetzt gehen wir los, ist da, wo brauchen wir was zum Essen, nicht? Haben wir schon nichts mehr zu essen gekriegt. Mehr wie ein Tag haben wir nicht gehabt, Verpflegung gekriegt. Dann haben wir gesehen, ein bisschen am Berg oben, da war so eine Ortschaft oben und da war eine rote Fahne oben, nicht? Eine rote Kreuzfahne war oben. Da gehen wir rauf, nicht? Da gehen wir rauf, nicht? Vielleicht kriegen wir was. Da haben wir noch tatsächlich ein Frühstück gekriegt oben. Aber dann haben wir noch was gesehen, da war oben so eine Deine, ein Stadel. Und da waren die Verwundeten drin, da war ein Lazarett. Aber da haben wir geschaut nachher. Da haben wir uns schnell wieder reingeschaut, aber da haben wir gesehen, wie die da drinnen miteinander, was da los ist. Jetzt ist er schon ein bisschen Kopf gekriegt. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir dann weitergegangen. Den ganzen Tag sind wir so und am Berg kam der vorgegangen. Und da haben wir schon ausgesehen ins Meer, die Schiffe stehen draußen. Nicht? Und wir waren es schon nicht da unten nicht in Italien da. Ja, da haben wir marschiert den ganzen Tag. Kein Mensch, kein Gegenkeim, nicht Nachkeim, nichts. Und dann sind wir nach der Straße dran gegangen und dann sind wir jetzt in der Senke reingekommen, vom Urkemper Chip daher, halt ein VW-Chip oder so ein Ding-Chip. Und dann auf sie oben, wo seid ihr her? Wo kommst du her? Hat er gesagt. Wir suchen euch schon den ganzen Tag. Wo kommst du her? Haben wir gesagt. Ja, und wir sind da reinmarschiert nach der Straße, nicht? Da drüben haben sie uns auch. Hat er gesagt, das ist Deppert. Die haben dann gesehen, da hängt einer von mir, der Säge eigentlich nicht. Und die haben so Glück nicht geschaut, oder wie? Sind wir da marschiert, wo die eingesehen haben, nicht? Da ist kein Fahrzeug und gar nichts gefahren, weil die hätten sie ja sofort gehabt. Nicht? Und auf die Nacht haben wir uns den noch zusammengefangen, nicht? Mit einem Schiff. Und da sind wir noch hingekommen, dort, wo die waren, nicht? Wo ich gesagt habe, wo die erste Verwundung war. Nicht? Da haben wir noch gewusst, wie das geht. Nicht? Und da war die Ding dort, die Bataillonsfunkstelle. Und die haben sie angebaut gehabt, nicht? Für die Engländer. Nicht? Und da haben sie uns reingeschossen. Nicht? Jetzt haben wir einen Stellungswechsel machen. Ja, weg von da, nicht? Weil die haben das schon gewusst. Da haben sie. Da wollten wir das alles reinnehmen. Wir haben noch einen Stellungswechsel gemacht und da haben wir uns dann gesagt, wie das ist, wenn sie schießen, wenn es das hörst, rüberpfeifen, dann brauchst du keine Angst haben. Aber wenn du schießt, dann musst du schon am Boden liegen, weil da ist neben dir gewesen. Und wenn die alten Schnapser, nicht die alten gejagt, nicht? Ja, da haben wir reingeschaut, wie oft die da niedergelegen sind, bis wir in die neue Ortschaft sind wir noch gekommen. Nicht? Wie oft wir da hingelegt haben, nicht, weil wir das Pfeifen haben gehört. Und das haben wir, keine Ahnung. Das heißt, die haben die motorisiert und gepeinigt, nicht bei der Ausbildung. Aber sowas haben sie nicht gesagt, wie das ist, dass wir das wirklich ist nachher. Nicht? Wenn die auf die schießen, nicht? Da haben wir noch draufgekommen, wie lustig das ist, ist klar. Nur waren wir halt da ein bisschen weiter weg von der Front, weil wir ja Nachrichten waren. Nicht? Wir waren immer entweder beim Bataillon oder zuletzt waren wir in der Kompaniegefechtsstand und die Grenadiere waren da vorne. Nicht? Und da haben wir Leitung hingelegt nach vorne auf die Vorposten. Nicht? Und das die Bataillonverständigung und das war alles Telefon. Nicht? Das war dann unsere Arbeit da unten in Anzio, Nettuno. Das war dort, wo die Alliierten gelandet sind, in Italien und in Anzio. Die haben schon einen Brückenkopf gehabt dort, das Zisterne und das ist alles schon besetzt gewesen. Der Brückenkopf war schon ganz schön groß. Und der war nicht mehr zu unterhalten. Nicht? Die haben da Material eingeliefert. Nicht? Da war mir nichts mehr. Also wie sie runtergekommen sind, sind die schon gelandet gewesen?
Ja, die waren schon dort, die haben schon alles reinbringen, auch an Land bringen können, die Panzer, die Ding. Und die Flieger waren sowieso da, ne? Die waren sowieso immer Tag, in der Früh um 7 Uhr, wenn sie die Dinge sind, die ersten schon gekommen, dann sind die wieder zurückgegangen, werden die Pamperl auflassen, nicht? Und dann sind die nächsten, das ist den ganzen Tag so fortgegangen, dort schon damals. Und dann ist es so weit gekommen, dass wir keine Munition mehr gekriegt haben, die haben den Nachschub. Nicht? Auf der Straße haben sie alles mit den Fliegern kaputt gemacht. Nicht? Da ist niemand durchgekommen mehr, keine Munition, nichts mehr. Nicht? Dann war es aus, dann haben wir wieder müssen schauen, dass wir wegkommen. Da haben wir noch, ja, ein paar Schuss ablassen, dass sie wissen, wir sind noch da und dabei sind wir schon vorgewesen. Nicht? Das war der Tag, 3 Tage so in den Ding, aber Rückzug nicht auf. Wir haben nur mehr Rückzug gemacht in Italien. Nicht? Zu Fuß alles, oder? Ja, schon, wir waren ja motorisiert. Nicht? Und mit denen sind wir natürlich zusammengepackt. Nicht? Und die haben die Geschütze mitgehabt. Ich war bei einer Geschützkompanie, nicht? Als Fernsprecher. Nicht? Wir haben immer müssen nach vorgehen, schauen, wo der Feind ist, nicht? Auskundschaften. Und das haben wir per Telefon zurückgegeben in die Stellung und die haben dann hingeschossen dort. Nicht? Das war unsere Aufgabe. Aber alle Jahre, nicht? Am ersten Tag, wo wir so weggefahren waren, nichts. Am zweiten Tag haben wir noch Schein gehabt, am dritten Tag sind die wieder nachgekommen. Nicht? Dann war wieder das Ding nach und so haben wir Rückzug gemacht, auf bis Florenz. Und dann ist der 20. Juli gewesen, wo die in Hitler haben. Stauffenberg. Ja, aber ja, auf einmal Hitlergruß. Nicht mehr einen militärischen Gruß, Hitlergruß. Das war das Erste, was wir dort erfragt haben. Und dann sind wir gedauert worden. Da hat es in Frankreich hat schon brennt, nicht? Die sind schon vorgegangen. In der Osten sind sie schon vorgegangen. Jetzt haben sie uns aufgeteilt. Da ist ein Teil von unserem Regiment nach Frankreich gekommen und der Teil ist nach Polen, sind wir nach Polen gekommen. Da bin ich nach Polen gekommen. Nicht? Das war dann schon Herbst, nicht? In 44. Ja, und dann ist das ja Krieg halt hinter und vier. Nicht? Dann ist am 25. Oktober 1944 bin ich dann verwundet worden. Da bin ich ins Lazarett gekommen. Wo sind du verwundet geworden? Wo haben sie da, wo sind sie da drauf? Da bei der Hand, wenn ich heute schaue, sehe ich es gar nicht mehr. Ja, das war eine Geschichte, nicht? Wie ich gesagt habe, nicht, wir sind mit dem Ding vorgegangen, vorposten, nicht? Schauen wir wieder, nicht? Dann sind wir da ausgezogen, ein Viertel Unteroffizier, nicht? Und ich als Fernsprecher. Und dann müssen die Ding mitnehmen, nicht? Die Gerät, das Kabel, drumherum gehängt, das Kabel ausgezogen und ein Feldfernsprecher, nicht? Das Kastel mit. Und wie wir fahren wollen, wir müssen Stuhl am Kopf, jetzt machen wir dann Feldtelefon auf, ist die Kurve nicht drin, was denn Kurven ist, nicht? Ja, zurück, 3 Kilometer, was waren das, zurück einen eigenen Apparat holen, nicht? Haben sie mich zurückgeschickt. Und da haben sie mich noch unterwegs die Rosen gesehen, die war Weißfeld. Und in einem Wald drin, da war so ein Wald, und da haben sie mich gesehen laufen. Da, nicht? Und da haben sie auf mich geschossen. Da haben ich gemerkt, dass da kommt aber was daher, da funkt es irgendwie auf dem Boden. Nicht? Und ich habe zuerst nicht gedacht, dann schaue ich, und dann habe ich mal Blitzen gesehen drin im Wald. Ja, jetzt kann ich nicht mehr. Dann habe ich mich nach hinten hingelegt dort, nicht? Da war der Weg, nichts assortiert, hat der Weg befestigter, nicht? Und neben war so eine kleine Mulden. Und da war der Wesen weiter. Dort habe ich mich oben gelegt. Nicht? Das war ein bisschen überall, der hat mich nicht richtig gesehen, der Schütze. Nicht? Aber der hat immer noch geschaut, jetzt habe ich mich hingelegt. Jetzt bin ich zuerst so tot gewesen, nicht? Der Strohhalm schon auf. So. Und da habe ich gedacht, Mensch, das geht knapp. Jetzt habe ich umtauscht und habe die Hände auf und dann den Kopf rein. Und dann haben sie da reingeschossen. Und eine Granaten, was schon auf dem Boden war, ist es noch aus und mir da rein und hat da alles aufgerissen. Nicht? Das war die ganze Verwundung. Und dann habe ich gar nicht gemerkt, nicht? Schock. Und bin weitergelaufen und bin also in meine Stellung reingekommen, nicht? Da wo die Geschütze gestanden sind, sagt er, was hast denn du bei deiner Hand? Noch ein Ding tragen, in Apparat tragen, nicht? Das Kastel. Habe ich gar nicht gemerkt gehabt.
Das habe ich nicht. Und ja, dann bin ich noch hin, dort zu der Kompanie. Ja, ich komme ins zweite Jahr. Geht es sich noch aus? Dass man Alles. gut war. Jetzt bin ich verwundert. Und dann kommt das für mich zum Feststand. Nicht? Und da ist das Essen gekommen. Bei uns ist ja noch kein Esenbrot für die Kompanie dort, nicht, bei den Gefechtsstand. Und ja, und der bringt mit sogar, du kriegst 10 Tage Bombenurlaub. Das war ein Schwindel, nicht? Habe ich keine Bomben gehabt. Ja, schon, aber bei mir hat es ja nicht betroffen. Aber ich war ja gut angeschrieben bei den Chef, nicht, weil wir miteinander angefangen haben. Nicht jedenfalls ein gutes Verhältnis. Naja, und da hätte ich in 10 Tagen heimfahren, Bombenurlaub. Ja, da waren 3 Tage, oder 2 Tage aufgegangen, schon herfahren, 3 Tage daheim und 2 Tage war ich gleich daheim gewesen, nicht wieder raus. Ja, aber der ist verwundert. Ja, den kann ich nicht mehr. Ja, und man denkt, das musst du vorher auch nicht. Ich fahre heim, nicht. Ja, der Chef gesagt, das geht nicht, geh rüber zum Verbandsplatz, nicht. Zum Truppenverbandsplatz, Feldverbandsplatz. Ja, die haben noch das eingemacht. Das hat ja ausgeschaut, fürchterlich. Und heute kannst du nicht mehr was. Aber jetzt hat es ausgeschaut, ja, und jetzt kann ich fahren, nichts. Bin ich dort, nicht. Und gleich eingeladen in Lazarettzug. Und da hat das dann schon das Rundfieber angefangen. Dann war es das heißt die Zeit, dass ich mich spritzen gekriegt habe, im Lazarett dann, nicht. Ich bin ins Lazarett gekommen, nach Ostpreisen, nach Marienwerder, nicht, dort war das Lazarett. Dann war es wieder so, der Stabsarzt, der Oberarzt von Lazarett war ein Grazer, aus Graz. Nicht? Und der fragt mich, wo bist du her? Sag ich, von Steiermark. Ja, sag ich, ja, von Graz. Ja, was hast du denn für Verwundung? Und dann mal angeschaut, da sag ich, da, bei der Hand. Nein, sag ich, da, ich muss noch was machen. Das halt so schnell ab. Und wenn ich nur 6 Wochen in Lazarett bin, dann muss ich sofort wieder raus an die Front. Jetzt müssen wir da drüber schauen, dass wir drüber kommen, dass du 8 Wochen da bist. Und das haben wir erreicht. Durch dein sein Ding. Und dann bin ich heimgefahren. Urlaub. Erholungsurlaub, Genesungsurlaub. Und dann war ich daheim, nicht, bin ich heimgefahren, am 8. Dezember damals bin ich heimgefahren, nicht, mit dem Genesungsurlaub. Und da war damals noch, nicht, wie mich der Chef hat wieder in seinen Verbandsblatt geschickt hat, hat er mir eine Bestätigung mitgegeben, dass ich noch keinen Gebührenurlaub gehabt habe. Nicht. Und da war ich genau am 23. Dezember, hätte ich wieder wegfahren. 44. Wieder raus, nicht, war der Genesungsurlaub aus. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich von Chef so einen Zettel mit habe, eine Bestätigung. Und mit dem bin ich mit dem Fahrrad rausgefahren, auf Flugfahrt, zum Flugkommandanten nach Tötweg. Und der hat mir die 3 Wochen verlängert. Und in den Urlaub schon, da war ich bis 10. Jänner 45 daheim. Da war nichts da. War niemand da. Die Frauen waren da und die Fremdarbeiter, nicht? Die sind da miteinander gewesen, da, aber kein Einheimisches, hast du nicht mehr gesehen. Nicht? Die waren alle. Es war nicht viel da. 10. Jänner 45 bin ich wieder nach Ostpreisen aufgefahren, da waren wir in Ostpreisen oben. Und zwar von Königsberg nach Furthausen, ich weiß nicht, wie es heute heißt, auf Russisch heißt halt, ja. Nicht? Aber damals Schlossberg hat das geheißen, dort war uns meine Kompanie. Da bin ich wieder rausgefahren. Nicht? Und, ja. Rausgekommen, ja. Ich draußen ausgestiegen bin, in Schlossberg war das so. Da haben die Lokomotiven schon daher ausgekommen gegen uns. Da haben die Russen schon fast reingeschossen in den Bahnhof. Nicht? Und gleich vom Bahnhof raus war die Front-Leitstelle, hat das geheißen. Dort müssen wir hingehen. Und dort ist dann für jeden Urlauber, der zurückgekommen ist der Wagen hingekommen, ein Auto hingekommen, der hat die wieder aufgetaucht. Ich bin auch wieder zu meiner Kompanie hingekommen. Und dann ist es halt losgegangen. Nicht? Das war am 10. Jänner. Am 20. Jänner hat der Russ Generalangriff gemacht. Nicht? In 45 Jahren. Da bin ich gerade zurechtgekommen dann. Dann ist es losgegangen, nicht wieder der Krawall. Ja, das erste Mal. Die erste Nacht, nicht, wenn du zurückgekommen bist von Urlaub, hast du wach stehen müssen. Bis Zeit worden zu der Woche.
Und da haben wir neben denen, wo die war, der Gefäßstand war, da war ein Flakstühl, ein Flak, also erst irgendwie bei der Flak war nicht, die haben so ein Ding gehabt, wo die Geschütze standen war. Aber dort waren wir drin, dort haben wir müssen wachstehen, nicht? Ich weiß ja heute noch nicht, wieso wir da wachstehen sollen. Aber da sind noch der Flieger schon runtergekommen, der hat Kuhlenklau haben wir dann geheißen. Weil der hat gesagt, der schaufelt die Pampen mit den Schaufeln runter. Da sind lauter so kleine Pampen runtergekommen, nicht? Und der hat das alles. Die erste Nacht ist der schon gekommen, der Kuhlenklau, haben wir gesagt. Zweite Nacht ist einer gekommen, da habe ich frei gehabt, nicht? Und da sind wir in den Häusl drin gewohnt. Gewesen halt übernachtet. Und da sind schon zwei Pritschen drin gewesen. Ich bin auf der oben gewesen und da waren wir bei der Nacht, war es eine. Ja, Klösch und Staub und Dreck und alles mögliche. Und ich nicht, haben wir einen Volltreffer gekriegt für die Ding. Aber nicht wir in unserem Raum, im Nebenraum. Da sind viele, da hätte ich auch dabei sein sollen, aber war ich Urlaub und verwundert war, bin ich nicht wieder dazu zum Unteroffizier-Lehrgang. Hätte ich gefahren, nicht damals. Und da bin ich aber ins Lazarett und die vier sind gefahren, die sind zurückgekommen, die haben einen Volltreffer gehabt. Die waren weg, alles weg, was die tun. Wenn ich nicht war, vorbeigekommen war ich dort nicht, aber das war Schicksal. So bist du wieder rausgekommen. Nicht? Ja, und das ist dann so weitergegangen und bergab halt, nicht, wie war. Es hat alles miteinander nicht mehr nichts mehr geheißen. Nicht? Ja. Wir sind da umeinander gefahren. Wir haben für unsere Fahrzeuge Sprit gehabt und oben in Ostpreisen oben haben sie die Munition gehabt und keinen Sprit. Und wir haben einen Sprit gehabt und keine Munition. Also das hat alles miteinander nicht mehr funktioniert. Und dort haben sie uns umeinander gejagt, da waren wir im Kessel drin gewesen. Nicht? Einkesselt. Einkesselt und wieder rausgekommen. Also wieder ausgebrochen aus dem Kessel. Ja, und dann sind wir wieder ausgebrochen von dem Kessel. Nicht? Und damals ist es nicht mehr gegangen. Dann haben sie uns verlassen, ja, wir müssen da bleiben. Die Dinge sprengen, die Geschütze sprengen. Die machen den Kessel auf, nicht? Da können sie uns holen. Aber die sind uns nichts mehr keinem holen. Nicht? Und da war es klar für uns. Der Krieg war weg, nicht? Die Kompanie war weg. Wir waren aber 4 Mann und alleine da wieder. Nicht? Ja, jetzt ist, der Mann gerannt bei der Nacht, Zügel aus, weil da beim Tag hast du reingehen. Und am Morgen waren wir nachher, das ist furchtbar gewesen. Jung, Schlaf. Und da sind wir bei der Nacht, von Nacht auf die Nacht, bevor wir losgegangen, sind wir in einem Wald drin gewesen und ausschlafen. Nicht? Und ich habe so einen Schlaf gehabt, wir haben sie in ein Versteck gewesen drin, nicht? Ich habe verschlafen, die anderen sind fort, das war ja alleinig da. Nicht? Jetzt bin ich dann alleinig weitergezogen. Und da bin ich dann zu einer Einheit gekommen, das waren so alte Leute und die haben mich nicht wollen. Und da war ich halt ein Fremdling, nicht, bei den Leuten dort, nicht. Ich habe nichts mehr zu essen gehabt, als wie Zucker und einen Käse. Dosenkäse und Zucker habe ich schon eine Woche gegessen. Sonst nichts. Und bei den Leuten, wie die gekommen sind, die haben aber noch Knäckebrot gehabt, wo ich die eintauschen. Butter, nicht, die gebe Käse und das hat man geschneckt. Nichts habe ich gekriegt. Naja, was soll ich jetzt machen? Das bin ich halt alleinig mit dem mit. Aber ich war immer ein Fremdkörper, nicht dort. Ja, und dann haben sie mich. Furchtbar, da war ein junger, eifriger Leutnant, ein junger Leutnant war dort, der hat eine Karten gehabt und der hat gesagt, da müssen wir gehen, nicht? Der hat nach der Karten gegangen. Dann sind wir die ganze Nacht gerannt, dann haben wir noch mit den Russen zusammengekommen, da haben wir müssen noch durch ein Dorf durch, wo die Russen drin waren. Dann sind wir draufgestanden, dann sind wir draufgestanden, dass wir den ganzen Tag, die ganze Nacht im Kreis über den Umgang sind. Wieder das gleiche Stück hin. Nicht? Jetzt waren wir durch das Dorf durchaus, jetzt haben uns die Russen bemerkt. Nicht? Und da sind von die 60 Leute sind wir nur mehr 8 rausgekommen. Die anderen sind alle dort liegen geblieben in der Ortschaft. Die Russen alle erwischt. Da war nur eine Sprenge Eisenbahnbrücke, wo wir drüber haben können über den Fluss. Und da sind die Fluss reingefallen. Nicht? Und
Jedenfalls sind wir Nummer 8 rausgerannt dort, nicht, und da war wieder Wald draußen, dann ist der Leutnant draußen gestanden, so, jetzt müssen wir zusammenhalten, nicht, jetzt sind wir Nummer 8. Und bist du wieder da, nicht? Und ich habe ein neues Gewehr gekriegt von einem dort in deine Ortschaft, in mein Gewehr gehabt, nicht? Und ich sage, ihr könnt, ich habe gesagt, da müssen wir da oben gehen. Da habe ich aber gesagt, jetzt haben wir den ganzen Tag im Kreis gelaufen, jetzt müssen wir wieder nachlaufen. Das könnt ihr hingehen, was wollt ihr, das aber ich gehe da hin. Die sind so hingegangen und ich bin so hingegangen. Und da bin ich ein Stück reingegangen in den Jungwald, nicht, Schlaf gekriegt, habe mich niedergelegt, da war so ein kleines Schneereifer, das belesen. Da habe ich hingekriegt. Nachmittag, um so 4 was war es, bin ich munter geworden, da war bei mir, wo ich gelegen bin, schön Abbau. Schön durch den Körperwärme habe ich den Schnee auftaut dort. Ne? Im Schnee gelegen. Ja, 2 Monate, jetzt wird Nacht, jetzt muss ich wieder los. Ich muss wieder los, nicht bei der Nacht. Ich bin gegangen, geh auf, fahr durch an den Wald, dann ist ein freier Feld gekommen, nachher ist schon. Der Ruß ist so hin nach der Straße so hin und ich bin so hingegangen. Nicht? Da die Russen finster Nacht gewesen. Nicht? Ich bin bei der Nacht gegangen, freies Feld und da habe ich gesehen, ganz unten, das weit, ja, so 4, 5 Kilometer, da war ein Spot da hat die Stadt hat's brennt. Feuer. Nicht? Da habe ich mir gedacht, da muss ich hin. Vielleicht ist noch wer da, nicht? Oder muss die Frau sein, wo es brennt oder irgendwas. Nicht? Bin ich gegangen, ein Stückchen, auf einmal liege ich am Boden. Weiß nichts, wenn ich niedergelegen bin, aber ich bin gleich eingeschlafen. Bin niedergelegen, dann bin ich wieder aufgestanden, ja, aber ich muss weiter, nicht, das geht ja nicht. Hat nicht lange gedauert, bin ich schon wieder gelegen am Boden. Also der Schlaf hat einen Tag, durch das kalte Ding, durch das Ding hat der gar nichts genützt. Ich war so schlafrig, dass ich mir beim Gehen eingeschlafen habe, bin ich niedergelegen. Und das Letzte habe ich mich noch raus, und jetzt muss ich nur mal gehen. Wie ich wieder wach bin, bin ich beim ersten Haus gestanden. Bei der Ortschaft. Ich bin in den Schlaf hinmarschiert dort. Ja, ganz gut, da sind noch voll Ausrüstung noch. Eine in ein Haus, ganz super. Die haben auf der Kredenz einen Milchhäufer gesteigt mit Milch und dann Kuchen. Ja, der ist nicht zurecht. Da habe ich den Kuchen weggegessen und die Milch. Schnell. Und dann bin ich rein, so wie da rein in das Anzimmer, so an die Wand dort, und habe mich hingelegt mitsamt der Uniform mit allen. Bin ich durchgelegen, nicht? Und den Früh auf einmal rein, zupft einer bei die Fiers. Ich dachte, jetzt, was ist jetzt, nicht? Schwer umgehängt, alles haben, so bin ich durchgelegen, nicht? Ja, der Terrorist gewesen, hat der geschrien, du hast unser Frühstück weggeholt. Und die waren in Köln unten, nicht? Und die haben oben das Frühstück weggeholt. Da habe ich gesagt, jetzt sagen wir, sind die Russen noch schon da oder sind die Deutschen noch da? Ja, ich habe kaputt gesagt, er ist um Mitternacht über die Brücken umgegangen, da sind die Bouncer umgefahren, die Deutschen, haben die Brücken gesprengt. Also wenn ich auf die Nacht war hingekommen, hätte ich die allein gehabt, so war nichts mehr, da war sie gesprengt, die Brücken waren gesprengt, die waren fort. Das ist wieder gestanden. Ja, und dann bin ich noch weitergegangen, ein Stück, und wieder in ein Haus rein. Und da war die Familien drin, die haben ein paar Frühstück gekriegt, dann den Tee gekriegt wieder, nicht? Und dann die Keks. Und dann haben die schon angefangen zu munkeln, wie soll weitergehen. Wenn jetzt rausgehen und sich erwischen mit dort, dann haben sie Schwierigkeiten. Nicht? Ich dachte, mir wurscht, ich gehe wieder, ich will nicht bleiben dort, nicht? Bin losmarschiert, übers Feld. Dann habe ich das Gewehr weggeschmissen, die Markentaschen, nicht, die ich gehabt habe, die Schriftsachen drin waren, dann sind weggeschmissen, alles weggeschmissen. Und so bin ich weiter. Ja, da ist, deswegen, da geht einer sicher und super kein wird. Ja, der geht da, der sind zusammengekommen. Ja, wo ist er hin? Ja, der hat gesagt, wir waren in den Dörfern drin bei einer Frau, da haben wir den ganzen Tag geschlafen. Und die haben Gulasch gekocht fest. Ja, da müssen wir hin. Wo hieß er denn? Tatsächlich war noch Gulasch vorhanden dort. Nicht? Wieder mal was zu essen gekriegt. Nicht? Dann sind wir bei der Frau dort gewesen. Nicht? Und am Nachmittag ist der rausgekommen. Bin ich hochgegangen, auf, bei der Ding in den Dachluken aus, mit auf in den Dachluken zu verstecken worden, weil der zweite, wo der hat sich auch versteckt, nicht? Da sind aber nur durchgefahren, die Russen. Ein paar sind rein, die hat ihnen schnell einen Schnaps gegeben und dann sind sie wieder weiter.
Und ich bin runtergegangen, nicht, oben in den Dachboden, nicht, ganz oben, und dann bin ich bei der Luke runtergeschaut, da war ein Ruß drin, da ist ein alter Mann rausgekommen, und da war ein Ruß rum, und der hat bei ihm gerissen um die Uhr. Der hat die Uhr aufgemacht gehabt, und der hat gerissen, nicht, und da kommt noch einer auf, ein Ruß, muss ein besserer sein gewesen, der hat dann der Wischbandhaxen und hat noch so betraut, nicht. Ja, und dann waren sie wieder fort, nicht? Ja, und da war wieder das Gleiche. Die Frau hat wieder gesagt, ja, jetzt waren die Russen gekommen, die Brüder der von sie uns nicht finden. Gehen wir los, wie losgegangen. Da war ein Jahr, da waren so eine Heiseln, da war eine Bäckerei. Die haben die alten Bäckersleute haben gerade Nachmahl gegessen. Das Keksel und den Tee haben sie gehabt. Ja, die haben wieder gesagt, na, bei uns kann es nicht bleiben, nicht? Aber neben dem Haus ist Laden, nicht? Ja, da war ein lautes Haus, da war mal ein Gefechtsstand dort für die unsere, nicht? Die haben das alles liegen lassen. Dort haben wir wieder noch eingemacht gekriegt. Und dort habe ich meine Uniform ausgezogen, eine Uniform reingeholt, mit den Augen aus und habe oben beim Fürst, am Bretter verschlagen war, habe ich den Bretter rausgenommen und da habe ich die Blusen reingehängt, nicht? Weil ich habe den vorher den Tag habe ich bei der Frau dort beim Nachbarhaus schon Zivilklamotten geholt. Und das Wehrmacht, die Ankerl, habe ich dort reingehängt in den. Also sie waren Zivilkleidung jetzt da anzogen. Zivilkleidung haben sie jetzt da angehabt. Ja, habe ich angehabt. Der Mantel am Arm haben wir gehabt, da war so ein Herrenhaus, da war ein ganzer Wandschrank voll mit Gewand. Nicht? Und da habe ich mir einen Wandlaser geholt, nicht? Und den Rock. Aber die Hosen habe ich angehalten. Nicht? Und am nächsten Tag in der Früh hat der angefangen, dass wir mal anreden. Nicht so, geh ich wieder um zu der Frau, hat was vergessen. Ja, habe ich gesagt. Ist mir wurscht, gehst dort hin und ich warte jetzt eine Stunde oder werden, aber es will wieder da sein, nicht? Dann gehen wir los. Und der ist nicht mehr gekommen, ich weiß nicht, wo der hin, das bin ich allein nicht losgegangen. Hat nichts lang gedauert, ist der erste Russ dahergekommen. Und der hat mich ausgesackelt, nicht? Ja, und ich habe meinen Wehrpass da hinten drin gehabt. Ich habe so eine Wehrmachthosen gehabt, da waren hinten 2 Taschen, nicht da. In der linken Tasche einen Wehrpass drin gehabt, in der rechten Tasche hat der eingegriffen, da war nichts drin. Und dann ist noch so ein Russ dahergekommen, ja, einmal haben sie mit dem Moped zu tun gehabt, mit dem Motorrad, und da bin ich gegangen, und da haben sie mich gehen lassen. Nicht? Und war nicht mehr interessant, weil die Motorrad machen würden. Dann bin ich weitergegangen, ja, dann bin ich zu einer Brücke gekommen. Namenbuschbrücke hat sie geheißen. Das war mir auch nicht sogar, hätte ich so hinausgesucht. Da haben sie sogar ein Foto davon. Können wir nachher noch einblenden, nachher dann Ja. im Nachhinein. Ja, und jetzt wollte ich über die Brücken, über die Naunenbuschbrücken hat sie geheißen, der Schmale, die steht heute noch ganz gleich, dort sind wir hingegangen, haben wir angeschaut. Und da wollte ich überall nicht? Und weil ich wusste, noch sagen hätte müssen, da muss ich, wenn ich die Brücken dann muss ich dann weitergehen. Da bin ich auf die Brücken, ich war gerade so 10 oder 20 Meter um, Steu, hat er geschrien hinten nicht. Und Bauch hat schon geschossen. Ja, war ein Russ, hinten im Haus war ein Russ drin, nicht? Der hat mich gesehen, erst auf Schwenken, war ich schon auf der Brücke um. Und dann hat er aber gleich in die Luft geschossen. Nicht? Jetzt bin ich stehen geblieben, nicht? Und dann ist er gekommen, was ich will. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will da um. Und dann hat er pfeifen, und dann ist hinten einer rumgekommen, von der anderen Seite. Der ist rumgekommen, ja, mit dem kann ich mitgehen um mich, nicht? Über den Fluss, über die Sprotter. Nicht? Ja, und drüben war die, wie rumgekommen bei der Brücke, wo die links abbiegen weitergehen. Ja, da steh, da war ich da, nicht, nichts mehr, hat mich nichts mehr lassen. Nichts mehr, kein Geheimbuch hin. Eine ins Haus, das hat ja noch, das Fotografie und ja noch von dem Haus, wo wir drin waren. Das können wir nachher dann einblenden, Ja. nachher dann. Ja, jetzt ist da bin ich drin da, nicht? Jetzt ist ja, ein Leutnant drin, ein junger russischer. Ja, dann habe ich halt einen Namen angegeben. Ich bin Italiener, nicht? Dann habe ich gesagt, Südtiroler was, nicht? Und meine Geburtsdaten da habe ich angegeben. Und ich sage auch nicht wieder 23. Mai, 25. Der aufsteht. Gerade schon. Da denke ich, was hat denn der jetzt? Mit seinem Kastel, so ein kleiner Kastel, Schnapsflaschen aus, ein Wodka aus und er ist auch 25., 23., 5. geboren. Der Russ. Hat er so eine Freude gehabt, weil ich auch. Ist er mit dem Schnaps gekommen und dann die Keks, nicht? Und mit dem Schnaps trinken dort, nicht? Naja, dann habe ich dann an die Daten angegeben, war so wurscht, wie was ich sage, nicht? Und dann aber nichts mehr nichts mehr fort, nichts mehr wirklich. Ich nehme in einen anderen Raum, nicht? Da war so ein Häusl, nicht? Und da
war der Eingang links und rechts, eine Räume rechts war die Kanzlei und links waren, und da waren schon Leute drin, von Italiener und so, was die was Zwangsarbeiten haben müssen, oben, nicht? Die waren da drin und da dazu gesteckt. Ich war ja auch Zivilist schon, nicht? Und auf die Nacht haben wir gedacht, jetzt hau ich ab. Und bei den Lauchhaus geschaut, hat schon geschlafen. Und der kommt noch nicht raus, aber der hat schon geschaut, der Posten draußen. Ja, muss ich bleiben. Und mit der Gesellschaft bin ich noch eine ganze Woche mitmarschiert. Von Bosen ungefähr, von Bosen bis Schenstochau. Eine ganze Woche sind wir da marschiert auf der Straße. Mit dem bin ich mit, Franzosen, Tschechen und was immer so es waren, die was so, haben nachher über Odessa heimfahren und dann haben wir gedacht, da könnt ihr auch mitfahren, nicht? Nix, nein. Aber so weit bin ich kein bis auf Schenstochau bin keine Idee und dort haben wir registriert worden. Und dort war es dann aus. Die Italiener haben wohl einen Ausweis gehabt, aber wir als Italiener haben keinen gehabt. Haben die schon eine Karten gehabt fürs Quartier. Dann kommt bei uns hier einer und da haben wir angefangen zu reden mit denen, haben sie die Karten wieder weggenommen. Und da, ja, war so ein Sessel hinten, da dumm sitzen. No, da hat der Zeit kam noch 3 so Leute daher, einer nicht. Ja, da nebenher stehen, gestanden und dann muss ich angeredet, was ist mit euch, nicht? Und ich hab nichts verstanden. Ja, das ist wurscht, nicht? Wer sie sind, weiß ich ja nicht, da waren da Zivilisten, schon. Ja, und dann kommt ein Posten rein, also da der Maschinenpistole umgehängt und dann hat er gesagt, so, der gehen wir, nicht? Gehen wir. Und ich habe gesagt, das geht mir nichts an, ich bleib da sitzen. Und dabei hat er geschrien, wirklich. Mit dem haben wir mitgehen müssen, mit den 3. Und dann hat er uns runtergeführt in die Straßen in Schenstochau. Und dann haben die auf einmal auch Deutsch kennen, sehr nett, nicht? Da haben sie hin. Dann das erste Mal Russisch gelernt, na Leber, na Brava. Nach links und nach rechts. Hat er gesagt. Und mit denen sind wir nachher ins Lager. Den Schenstochau war ein großes Lager, nicht ein Gefangenenlager, wo damals die Russen drin waren vorher. Und da waren wir dann drin in Schenstochau. Und dann waren wir ein paar Monate, sind wir dort auf der Britschen gelegen, in Schenstochau, dort in Lager. Und dann sind wir mit 200 Mann losmarschiert. In 45 Jahren zu Ostern, Gründonnerstag, kein Freitag, kein Samstag, sind wir marschiert, oben noch, Preiskretscham. 150 Kilometer haben wir gemacht in 3 Tagen, marschieren. 5 nebeneinander, eingehängt, das kann ausleiten kann. Nicht? Und dann haben wir marschiert, nicht 200 Mann. Und da vorne waren 20 Leute Zivilisten. Und ich war aber hinten, ich habe meinen Mantel wieder ausgezogen, da war ich wieder Soldat, nicht? Ja, und da war tatsächlich einer ausgerissen, der ist bei seinem Heimat vorbeigegangen, nicht? Das ist ein Zivilist, der hat da losgelassen, da haben sie gleich die Hunde nachlassen, nicht? Dann haben sie niedergearbeitet. Ja, und dann haben die Hunde ja niedergerissen, nicht? Der ist nicht weit gekommen. Dann haben sie zusammengeschlagen, dann haben sie bei den Füßen gepackt und haben daher geschläft und haben dumm geschliffen. Und so schaut's aus, wenn es der Frau läuft. Nicht? Da haben wir den ganzen Tag marschiert und kann nichts essen, nichts trinken. Durstig sind wir schon geworden. Nur als Nachmittag so Gewitter kam, das war ein April schon. Noch. Oder jetzt wieder. Rittersturm, da sind wir alle gerannt, den Ding aufgemacht, Richtung den Regen rein. Das mal was singen, nicht? Nass kriegen, nicht? Und dann sind wir hingekommen in ein Gestüt dort, nicht? In so einem Dorf. Da waren so Locken, nicht? In die Dinge, so Wasserlocken, nicht? Die sind hin, wo durchgewesen sind, die sind niedergekniet und haben das Wasser ausgesogen. Und haben sie noch gerafft, dass jeder was erwischt, nicht? Aber da auf der Erde, nicht? Ja, dort sind wir noch reingekommen. Nicht? Und ja, jetzt war aber der Rausstall, da kann ich raus, war nicht mehr da und da war Stroh drin aufgestaut. Ich bin bei der Tier eingegangen, so wie bei der Tier eingegangen bin ich umgefallen, niedergefallen. Das nächste war in der Früh Suppen holen. Wir bewusstlos, hingefallen, die ganze Nacht weiß ich nichts und wie wir aufgeweckt haben, war es schon wieder in der Früh, nicht? Dann haben wir wieder Suppen gekriegt, dann sind wir wieder losmarschiert den ganzen Tag. Den ganzen Tag marschiert wieder. Nachher sind wir wieder ein Ding gekommen und da. Heute lache ich drüber, nicht?
Und da sind wir wieder in ein Quartier gekommen und da haben sie uns aufgeteilt und da war auch so ein Gutshof haben sie immer ausgesucht gehabt, die Station haben sie ausgesucht gehabt, nicht? Und wieder eine und da sind wir reingekommen in eine Holzlage. Holzlage war das, eine große Holzlage. Und ja, da sind wir rein. Und da haben wir gedacht, ja, da schaut, da ist ein Holzstock, da setze ich mich auf. Nicht? Da setze ich mich rein. Ja. Und dann noch halber einer gekommen und noch halber einer gekommen und noch halber gekommen und jetzt war ich drin. Jetzt bin ich die ganze Nacht mit den Beinen da hinten auf den Stock gewesen. Ich glaube, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann aber nicht wegkommen, weil das war alles voll um. Nicht? Da war ich aber noch, das in der Früh, nicht, dass das mal aufhört. Das ist kaum Tag, wo haben wir schon wieder auf müssen. Nicht? Mein Lieber, da habe ich drauf mit meiner Gescheitheit. Die haben so einen schönen Punkt gelegt und ich bin da umgehängt und habe nicht weggekommen. Nicht? Ja, so war es auch da wieder. Nicht? Falsch. Was gemacht, das war auch falsch. Auf der anderen Seite denken wir, es war eigentlich richtig, es war nicht davon gekommen. Nicht? Weil, ja. Und dann sind wir runtermarschiert, nicht, bis wir Preis haben, weil bis dort haben sie schon das Gleis geändert gehabt. Die Spur ist ja geändert worden. Nicht? Die Russen haben eine weitere Spur bei der Bahn. Jetzt sind das nur bis in der Nähe von Krakau, wo Preis haben. Von dort sind wir noch verloren worden, in Waggon, nicht, in Waggons verloren. Und dann sind wir losgefahren Richtung Russland. Nicht? Nichts zu essen. Wieder nichts. Und da habe ich nur einen Viehwaggon drin. Und da war ein bisschen Stroh drin, aber vorher haben sie Kuhn geführt oder was. Da haben wir ausgeschaut, da war ich schon von dem Schulstoff, den das im Aufweitel beim Fahren. Furchtbar gewesen drin, da, nicht? In den Dingen. Nicht? Die haben da schon die Ruhe gehabt. Die haben das Wasser getrunken von der Lokomotiv, haben sie eingegeben, die haben das Wasser gehabt, das Vergiftete, was sie Lok gefüllt haben. Die haben da alle die Ruhe gekriegt schon. Nicht? Ja, aber das habe ich nicht getrunken. Nicht? Das ist einmal in sechs Tagen einmal einen Tee zum Trinken haben wir gekriegt. Nichts zu essen, 6 Tage nichts zu essen. Nur das Ding ist ja weg gewesen schon, nicht? Der Hunger war ja schon weg. Nicht? Aber wenn du Motor bist, wirst du halt nicht. Das ist ja ein Unterschied. Hungern oder verhungern. Nicht? Gehungert haben wir 3 Jahre lang. Was nie so viel gekriegt hast, was du braucht hast, nicht? Aber verhungern, nicht? Das ist, wirst du aber weniger, das stellt sich alles ein. Wir haben noch die Tag, 9 Tage waren das überhaupt. Wir haben noch irgendwie überhaupt gar keinen Hunger mehr, nichts mehr gehabt, das hat sich alles eingestellt gehabt, nicht? Ja, dann sind wir rausgekommen, nach da Briansk, nicht? In der Nähe von Briansk. Und dann haben sie uns dann ausgeladen. Und dann haben wir noch 8 Kilometer müssen marschieren ins Lager. Jeder trommelt schon mal. Wenn ich schon so viel erzähle, dann muss ich auch noch sagen, nicht, wenn wir ausgeladen haben, da haben die einen Waggon mitgehabt, wo sie einfach am Müll ausgerammt haben mit Müllsäck. Nicht? Jetzt müssen wir das Müll ausladen, dann haben wir müssen Müll ausladen. Nicht 9 Tage nichts essen, jetzt haben wir müssen die Müllsäcke, 3, 4 haben wir müssen Zahn auf so müssen, dass wir so von dem Waggon auf den Auto aufbringen, auf den Lastwagen aufbringen. Und da ist schon aber, das ist ein Sahne eingewesen, aber russisch ist das so, da sind sie aber unter den Waggon umgekommen und auf. Und haben sie aber gesagt, sie möchten einen haben. Nicht? Und tatsächlich haben sie immer, haben einen Sack da lassen sie den nicht. Und der hat so einen Pinkel Mahorka aufgegeben, der Wachs, den russischen. Nicht? Ja, dann haben wir ausgeladen, aber selten haben wir müssen warten, nicht, bis wir weitergegangen sind, haben wir gesessen, jetzt haben wir dann den Wachau geachtet. Und dann, ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Total, nicht? 9 Tage nicht gesessen, dann rauchen wir dann den Mahorka, dann mit Zeitungspapier, nicht, das ist die russisch, die Mahorka-Pfeifen, nicht, da haben wir schon gemacht, nicht, und dann haben wir umgelegen. Und dann haben sie es aufgejagt und jetzt haben wir 8 Kilometer müssen gehen noch. Und dann sind wir hingekommen, ins Lager. Dann hat es das erste, was zu essen, Fisch gegeben. Das waren so lange Fische, ich weiß nicht, was das für ein Fisch war. Und die sind aufgetaucht auf 3 Tage. Einer hat das Kopf drum gekriegt, einer das Mittelteil und einer hinten die Flosen. Ne? Das waren so lange Stücke ungefähr. Und die haben die Ding gekriegt in Flosen, die Hinterteil mit den Flosen gekriegt, mit den Ding gekriegt. Nicht?
bin losgegangen und da war vielleicht wieder da bis zum Derl oben, so ein Schupf und jetzt haben wir klar, ich meine nicht, jetzt setze ich mich nicht hin und jetzt ist ich mein Fisch, da habe ich keinen Fisch mehr. Dann habe ich weggewesen gehabt um mich. Während dem Geil habe ich dann geschleckt und habe es gar nicht gemerkt. Jetzt haben die Flausen zusammengehalten. Und dann habe ich gesagt, schön, ja, habe ich keinen Fisch. Der war weg. Ja, no, also, dann hat es auf einmal Kascha gegeben, war Hirsebrei, nicht? Den Kascha haben wir gekriegt. Und da haben sie dann fest einen Tegel durchgehabt, haben die Schafe durchgehabt und da haben sie ausgetragen. Die bin auch mit meinem Tegel zugegangen, angefüllt, gleich umgegangen und gleich wieder hinten angestellt und wieder zu, nicht? Und beim zweiten oder beim dritten bin ich schon nicht mehr weitergekommen. Der Magen war schon zu klein, nicht? Und so lange ich gegessen habe, da hat es gedruckt, was losen. Aber dann tatsächlich haben sie so viel gegessen, dass ich Magendurchbruch haben gehabt. Der Kascha hat sich ausgeteilt unten noch, nicht? Und da haben wir gedacht, du hast Zeit gehabt, dass du nicht mehr gegessen hast, nicht? Aber wir haben nachher nie mehr so viel gekriegt, dass der Magen aufgesprungen war, nicht? Das ist nie mehr geschehen. Kascha haben wir überhaupt nie mehr angesehen, nur mehr Suppen. Und dann ist das weitergegangen, sind wir ins Lager raufgekommen. Dann schön zwei Kameraden drauf, einen Lenz, einen Oberösterreicher und einen Tiroler. Wir sind schon bei der ersten Nacht auf der Britschen oben gewesen, das sind so, am Hähner haben sie drin gehabt, ein bisschen Herbädel, dann haben wir angeschlagen, sagen Hähnerdreck. Aber die Britschen waren anscheinend da nicht so ganz durch, Bretter, nicht, und da oben 2 Stock und da oben. Und wir drei waren mal oben, wir haben uns gleich zusammengefunden, und Brot gekriegt, der war wie ein Fensterkit oder wie Knete. Und da sind wir hergegangen und da haben wir aus einem Brot so Mandel gemacht. Und dass wir länger was haben davon, haben wir die Mandel einzeln eingeliefert, nicht eingelesen. Nicht. Das war die erste Nacht mit den drei und wir drei sind zusammen beieinander geblieben, die ganze Gefangenschaft. Aber der Fritz, nicht, der Tiroler ist gestorben draußen im Lager. Der Oberösterreicher ist heimgekommen, der ist in 2 Jahre drauf gestorben. Blutkrebs gekriegt. Ja. Und da haben sie uns geimpft. Impfung, und jetzt hat der Doktor schon gesagt, der hat einen Kopfbeutel. Impfung, wir haben nicht gewusst, wie was sie geimpft haben. Aber da haben sie eine Kerze ist dort gewesen, eine Flasche haben sie dort gehabt und in die Herzen. Und da haben sie so einen Ding gehabt, wir haben so einen Linololschleim, so ein Mesel, so eigentlich haben sie gehabt. Da haben sie eintaucht, zuerst in die Kerzen reingehabt, abgewischt und in die Flasche eintaucht und haben sie da so aufgeschnitten. So einen Schnitt aufgemacht. Das ist so gescholten worden. Da war der noch nicht auf, nächste Woche, die zweite Impfung. Da auch so ein auf. Was das wieder hat. Ich weiß nicht, was das kommt. Ich habe nicht mit dem Arzt, jetzt haben wir einen eigenen Arzt gehabt und mit dem geredet, ich weiß auch nicht, gegen was das hat für ihn sein. Nicht? Aber die haben halt nur das, die haben so ein Ding, Opa, nicht, das ist nicht geimpft, die Kerzen rein, heiß gemacht und angewischt, Glaslein und da wieder auf. Ich glaube, der Kollege da von Oberst, den haben sie einen Dreck reingekriegt ins Blut mit denen. Nicht? Der hat Leukämie oder irgendwas gekriegt. Es war keine Hilfe dann damals in 50er Jahren. Nicht? Ewig über Zeileis und in Wien überall gewesen. Nicht? War ein großer Bauer. Nichts mehr, der ist gestorben. Der hat an der Rippen eine kleine Abzessel gekriegt. Das ist aber größer geworden und aber größer geworden. Und das war aber immer schwächer. Und nicht mehr aufstehen, haben sie müssen in den Obstgarten, im Sommer ist in den Obstgarten gehen und im Herbst sind wir nach Hause gefahren, ist er gestorben. Dort. Dann habe ich nicht mehr gesehen. Da hat die Mutter gesagt, um 4 Uhr Nachmittag haben sie noch geschaut mit dem Spiegel. Und da hat er gesagt, schau mal oben. Mutter hat er gesagt, da sehe ich die Lungen hängen drin. Und da war so ein Loch gehabt, hat uns die Mutter erzählt. Ne? Um 4 Uhr Nachmittag. Und dann hat sie ihn wieder niedergebettet und der Wacht ist er gestorben. Nicht nur 4 Stunden drauf ist er gestorben, aber um 4 Stunden vorher hat er noch gesagt, da hängt die Lungen drin. Das war einer von den Krawatten und der andere, der Fritz, der Tiroler, der ist draußen ins Lazarett gekommen. Haben wir nicht einmal besucht, noch, haben wir ihm noch Ding gebracht, Suppen. Da haben wir, ja, ich komme in die Kammerzeit.
genug. Solange Ja, das ist jetzt noch so, ne, der war in Lazarett, nicht, und wir sind noch rausgegangen und da haben wir, das hat geheißen Spätztag, das war das Verpflegungsmagazin. Und da haben wir müssen am Bauernhof Rinder auslohnen. Gefrorene, nicht, die waren gefroren. Und die haben wir am Loswagen auf, nicht, und am Loswagen, und ich habe ein Messer gehabt, was verboten war, aber das habe ich selber gemacht gehabt, aus einer Kadafaunfeder. Und mit der haben wir da bei den Grändern, nicht, da wo so leicht war, Fleisch rausgeschnitten, nicht, hinten oben. Weil die Großen, nicht, die Offizierin war mit uns, nicht, der Chauffeur, die Offizierin. Und die Offizierin, die ist nicht beim Chauffeur drin gesessen, sondern oben auf dem Plateau oben. Da hat sie einen Deutschen gehabt, auf den hat sie gespannt. Und die sind vorne gesessen beim Führerhaus und wir haben hinten geregelt bei den Rindern. Nicht? Und das Fleisch haben wir noch, bevor wir reingefahren sind ins Magazin, nicht, wo auf Lot, haben wir das Fleisch ausgeschmissen in den Schnee. Und beim Heimgehen haben wir das noch mitgenommen. Und in Lager drin, nicht, wir haben ein Holz. Ja, jeder hat was gehabt, zum Kauen und Erdäpfel irgendwas. Und da war so ein Benzinofen, ein Benzinfassel drin als Ofen. Und da jeder hat sein Holz mitgehabt und gerät und rein. Und das hat nicht brennt. Und jeder haben wir bis Mitternacht müssen warten, bis die weg waren, dass wir unser Fleisch kochen können. Nicht? Dann haben wir unser Fleisch gekocht. Wir haben das Holz mitgehabt, ein gutes Jahr, nicht mitgenommen von der Baustelle. Dann haben wir Suppen gekauft, Fleisch, und dann sind wir zu den Fritz auf und haben wir den Fritz auch Fleischsuppen gemacht. Der war schon so lecker. Ich weiß nicht, was ihm gefällt hat, das, ich weiß es nicht. Und auf einmal kam er auf, wir waren nicht mehr da, der Fritz. Gut. Wir wissen nicht, wo er hingekommen ist, oder was war mit ihm. Er war halt auf einmal nicht mehr da, der Fritz. Ne? Aber der Oberösterreicher, nicht, der war noch weiter. Aber der ist nicht mitgekommen raus in Waldlager, der war rein, aber wir sind heimgefahren, sind wir wieder zusammengekommen. Nicht, in der was haben Sie da arbeiten müssen in der Gefangenschaft? Naja, zuerst haben wir gehabt auf der Baustelle. Nicht, wie man da ein Jahr lang waren wir auf der Baustelle in Spätztag, hat das geheißen, Traumtheater haben wir aufgebaut, halt, nicht, die Stadt war Traum, nicht. Und haben selber gesagt, wenn es fertig ist, jetzt mit dem Bau noch kein Zusammenfahren. Und da haben wir auch primitiv, ich war in der Rohbau schon gestanden, aber da haben wir zuerst müssen verputzen. Und da haben sie nur so Trageln gehabt, was vorne mal und hinten mal und bei mitten der Haufen und Ziegel und da was drauf. Und zu zweit aufgetragen. Dritten, vierten Stock. Kein Aufzug, gar nichts. Da haben wir aufgetragen und noch. Ja, das war ja fürchterlich, nicht da. Wie Russisch halt, nicht. Auf die Nacht, nicht, die Handwerker, nicht, die was unten gearbeitet haben, nicht, die haben planiert und so. Die haben auf die Nacht den Schaufel und den Krampen und das haben sie verkauft. Da sind die Poliere unterwegs gewesen, die haben überall mit Brot haben sie den Werkzeug gekauft. Weil bei ihm haben sie den Zeug verkauft und der hat wieder bei der nächsten Baustelle gekauft. Ja, aber früher haben sie wieder ein Werkzeug gehabt, aber wir haben ja nichts gebraucht. Wo ich war, wir haben glaube ich getragen, mit dem Tragel getragen auf den vierten Stock. Und als schon Herbst geworden, du weißt ja. Da waren wir in dem Haus und da war schon der Boden gelenkt gewesen, so, mit den Panelen gelenkt, nicht? Und die Tierkleidungen waren da oben, aber keine Tieren drin noch, nicht? Und den Dachboden oben haben wir müssen mit dem Tragel Schlacken aufgetragen. Im dritten, vierten Stock war der Dachboden, haben wir mit den Dingen Schlacken aufgetragen auf den. Und da war der Dachstuhl, die Tram. Ich kann nicht anders, ich muss lachen immer. Da haben wir von den Ding dran, das ist der Durchgang, draußen der Spannaufweg und da oben, da ist so ein Traumdurchgang durchgegangen und da haben wir so ein Stück rausgeschnitten. Hutz, aufgeklommen und auf die Nacht haben wir das verkauft, in Offiziersfrauen verkauft. Und die sind unten schon drin gewesen, die haben nichts, ein Eifel gehabt, aber nichts zum Harzen. Und wir haben oben im Dachboden die Dinge rausgeschnitten und dann unten verkauft und mit Schlagen wieder zudeckt. Ich habe nichts gesehen. Ja, Tatsache, das ist Tatsache. Ja, und später nachher, da war aber einer mit uns mit, das war ein Baumeister. Und der hat sich getarnt, der wollte sich nicht bekannt geben. Den haben sie aber nachher verraten. Dann haben die Russen geholt, er muss Baumeister machen da.
Und da sind sie draufgekommen, nicht? Der versteht was, da sind die Moskau, außer Moskau war ein Lager, da sind die ganzen Baumaschinen, die Aufzüge und das alles durchgestanden auf den Frauen. Und niemand, nicht? Das hat der müssen rausfahren. Der hat sogar einen Baupost gekriegt, nicht? Einen Post gekriegt, also der fahren, nicht? Und hat die Dinge aufgezogen und das alles erst reingebracht. Dann haben sie erst die Häuser fertig gemacht. Aber er hat nicht heim dürfen, nicht? Er hat müssen bleiben, wirklich bleiben, bis als Baumeister, nicht? Und ja, da ist alles gegangen, aber zuerst haben wir alles mit den Dingen aufgetragen. Ja, und dann war ein Jahr drauf, haben sie auf einmal gehört, sie brauchen ein Waldkommando. Ja, und ich war ja nicht, da steht sie sogar drin, nicht, dass ich Steigerarbeiter war, und ich war sowieso geschwind dran. Und dann die anderen, die was Bauernbuben und Ding waren, ja, und der Hirsel war ein Bauernbub, der Fritz war auch so. Die waren alles solche Leute, nicht, was halt ein Waldlager, 30 Mann sind wir ins Wald rausgekommen, haben wir zuerst Brennholz fürs Lager gemacht und dann haben wir Bauholz geschlägert. Ja, ne, Bauholz haben wir geschlägert dort draußen im Wald, 30 Mann waren wir draußen. Da haben wir selber Suppen gekocht draußen, da haben sie uns die Gersten, die Ruhgersten oder Dinge ausgebracht, aber auch nur für die Suppen und das Brot. Und das ist alle 15 Tage gekommen. Und das haben wir draußen gekriegt, da haben wir aber auch kurz gearbeitet. Nicht? Da haben wir gewisse Dinge müssen. Beim Bauholz arbeiten waren wir Österreicher nicht die Ersten. Die Krebschen, nicht? Die Fleisch auch noch Fett unter der Haut haben, wir waren im Waldkommando. Nicht? Weil wir das verloren haben müssen auf die Studiebäcker. Sie hat amerikanische Wagen gehabt, die hat mit die Dreiachser. Das haben wir müssen das verloren. Nicht? Da waren die Stärker, aber nicht die Österreicher. Austrizier hat er gesagt, Schabche. Ja, da waren schon zu tief Schnee dort. Und da haben wir da in Jena haben wir dort 32, 33 Grad Kälte gehabt. Da haben wir aber gearbeitet. Nicht? Da haben wir schon die Bodinke gemacht, weißt du, Filzstiefel, gaußene Filzstiefel, dick. Und dann so einen russischen Pelz, nicht? Imitationspelz haben wir gekriegt. Nicht? Aber da haben wir gearbeitet. Und zu tief Schnee. Wir haben einen Baum haben umgeschnitten, der ist verschwunden gewesen, und wir müssen erst ausschaufeln, dass wir den Baum wieder gefunden haben. Und das aber gar das waren. Nicht? Naja, aber es war nicht so schlecht. Ja, und da haben wir noch allerhand Trieben dort da, nicht? Da war Wiener mit. Wir haben einen Herbstbunker gebaut dort, in so eine Böschung rein. Da sind die anderen oben gesessen, da, die Reichsdeutschen, die Deutschen oben, nicht? Die haben eine eigene Bude gehabt, so aus Holz zusammengezimmert und gleich mit Moos ausgeschoppert. Nicht? Die sind im Winter voll erfroren. Und im Herbst haben sie uns ausgelacht, weil wir Bunker gebaut haben. Wir haben in den Böschung Bunker eingebaut, mit Stämmen ausgebaut, schön, und haben zugemacht. Wir zweimal vier, 8 Österreicher waren wir, für den Posten und für den Dolmetscher haben wir auch angebaut. Dann haben die gesagt, das ist blöd, du machst einen Bunker rein, bleibst du nicht oben, können wir so weg. Und ja, der Posten wird wohl wissen, wie lange da bleiben muss oder was. Nicht? Da haben wir auf Firma am Posten. Wir haben einen schönen Bunker gehabt, schon, da haben wir schönes Benzinfahrer, herzen können, alles. Nicht? Schnee auflassen, zum Waschen, nicht? Schnee nicht? Und das haben wir alles können drin. Die haben fast nichts gehabt, kalt. Da hat es dann den Moos oder was da reingeschoppert haben gehabt zwischen den, die hat es ausgeblasen, da hat es ja am Boden so einen Ofen gehabt, aber die waren dann im Frühjahr nachher, nicht, sind sie weggekommen, die waren die meisten Dystrophie abgemagert bis auf die Knochen. Hat das bisschen Suppen hat nichts mehr ausgegeben und von lauter Kälte, nicht. Die haben bei den Arbeiten fast nichts zusammengebracht, da waren wir mit mir. Ja, wir sind aber danach Erde verstellen gegangen. Außer zu den Kaschosen im Dorf. Die haben so Bunker gehabt, da waren die Kartoffeln drin, da sind wir bei der Nacht in der Wiegel, der Wiener, das war ein Modelltischler von Wien. Haben wir aussehen, sind wir runtergestiegen, haben die Köller drin gehabt, die Erdäpfel, da in dem Dunkel, haben wir runtergestiegen, einen Sack Erdäpfel. Aber da sind wir gegangen, wenn Schnee und Wind und Schnee gegangen ist, dass wir die Spuren nicht sehen, nicht? Das hätten sie gesehen, wo wir. Und da haben wir übergeholt, im Bunker haben wir schon eine Dingsen aufmachen gehabt, eine Butön, und da haben wir unseren Erdäpfelkoller drin gehabt. Nicht? Dann waren wir die Krepki, Krepki. Wir waren die Starken. Nicht? Glaubst du nicht, dass der Erdäpfel auch so viel Nahrung hat? Nicht?
der hat uns aufgehalten. Nicht? Wir waren die Stärken. Beim verlorenen Kammern, da waren wir mehr dran. Und dann war Frühjahr, 47 Frühjahr. Sind wir in der Früh, war es kalt, bei der Nacht war es so kalt, dann früh sind wir, um 6 Uhr sind wir rausgegangen, so einen Kilometer in Holz, zu unserem Holzschlag. Dann haben wir einen Baum geschnitten, da kommt der Posten daher. Oh, dabei, gehen wir. Wir haben sofort müssen aufhören, gehen wir. Dann sind wir reingekommen, wo unsere Bunker waren, da sind schon die Losterwagen dort gestanden. Die, was ist jetzt los? Ja, auf, gehen wir, fahren wir. Da sind wir aber nachher schon nach der Straße, nicht durch die Hauptstraßen gegangen von Kiew, über Kiew, Odessa. Und da sind wir auf der Seitenstraße drin gewesen. Und da haben wir müssen rausfahren, nach dem Waldweg. Da ist schon das Wasser gestanden, so tief, fast bis die Radl schon fast eben in Wasser. Weißt du, die Senke ist gefroren gewesen. Und ist so warm, und das Wetter gekommen, dass das Schnee taut hat, ist das Wasser gestanden. Und da sind wir gerade mit den Wagen noch, haben sie uns ausgekehrt, muss noch tiefer geworden sein. Nicht? Die haben sie sofort weggeholt. Und wir müssen aufhören, auch weg. Und jetzt packen wir alle leicht Kochschere und sonst nichts haben wir nicht. Und dann Leife, mehr haben wir nicht gehabt. Und dann Decken da, und ein paar Warmsätze zudecken. Dann sind wir weiter hingekommen, eine schöne Gegend hingekommen, da schön Eichenwald gewesen, schöne Pferde, war dort. Und dort haben sie ein Lager gebaut, Fertighäuser haben sie gehabt, haben wir müssen zusammenstellen. Ein Offiziersheim hätte es werden sollen. Dort sind wir hingekommen, war schön dort. Aber Zesen war noch weniger und Flöhe haben wir noch mehr gehabt. Ja, da waren Flöhe. In der Bude, wo wir waren, so groß, aber so geworden. Man, die Sonnenschuhe hast du schon gesehen, hupfen. Und sind wir in der Früh, Wahnsinn. Nicht einmal Petroleumlampen bringen gehabt, so zum Teil, das besser war. Wenn die auskommen, das Fenster war, dann hat es bröselt, sind die Wanzen von der oberen Brütschen runtergefallen. Nicht? Und in der Früh sind wir nachher gegangen, die Decken zusammen, nicht? Den Couch zusammengepackt und aus, weil es kalt war. Und wenn sie gefahren haben, haben wir es ausbeutelt. Und da war ich einen Tag gewartet, waren sind die wieder rein, die Wanzen wieder rein. Bis wir die Sonne haben, sind sie wieder rein in die Bude. Die Wanzen haben wir nicht weggebracht. Nicht? Aber da bist du schon Ding, noch mehr als zugehabt, bist du schon Ding, wo sie sich gegangen haben. Nicht? Und gestunken. Das war dort, aber sonst war es ja, Arbeit war ja schön, die Häuser zusammenstellen, Fertighäuser zusammenstellen. Na ja, und dann ist, ja, da sind wir fertig gewesen, sind sie draufgegangen, da fehlen ja Holz. Jetzt sind die alle nummeriert gewesen, nicht? Wenn sie zusammenstellen, ist bei fertig. Da fehlt Holz. Die war hier. Die Chauffeure, die auf über den Holzhäfen haben sie verkauft, unterwegs Bauholz verkauft. Da sind die abgegangen. Nicht? Die sind da rausgekommen, die Baum haben sie dort müssen herbringen, dort waren keine Föhren. Nicht? Die haben sie irgendwo hergebracht, haben sie den Baum gebracht und der Ros hat uns einen Haken gebracht und eine Schaferl, so ein Stäpseln. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen die Baum behauen, weil da gehen die Bäume ab, da, nicht? Die Dinge, und wir müssen machen, außer, wir müssen, nicht? Da war eher ein Hamburger Schiffszimmerer, der also wirklich was gekannt hat von Hocken und mir, da haben wir die Bäume ausgeguckt, nicht? Wie wir was gefällt haben. Nicht? Aber da hat uns eine Schaufel gebracht, der Ros, wenn wir reinstehen, dass wir nicht den Fuß reinhocken. Das haben wir nicht gebraucht. Nein, die müssen die Bäume machen, was abgegangen sind, haben wir müssen dort machen. Nicht? Und da sind sie zuletzt noch draufgekommen, dass sie ein Haus verkehrt hingestellt haben. Dann haben sie das Ding wieder ausgeschnitten auf der anderen Seite und auf der anderen Seite reingemacht, wo die Fenster falsch waren. Dann haben wir doch gesteckt. Ja, war eigentlich nicht schlecht, aber zuerst hat es trotzdem nichts gegeben. Nicht? Immer nur die Suppen und das Brot. Nicht? Na, jetzt war ich auf einmal. Auf einmal ist noch ein Auto gekommen, aus Stritzi, da war er aufs Auto. Die Österreicher können heimfahren, nicht Auto aufs Auto auf, nicht fort. Es geht heim. Ja, eine ins Lager, ins Hauptlager, nicht? Und ja, dann war die Registration. Dann habe ich Schwierigkeiten gehabt mit dem den Namen schreiben. Von meinem Namen haben sie verschieden geschrieben gehabt. Jetzt hat das nicht mehr gestimmt. Jetzt hätte ich bald nicht dürfen mitfahren. Weil das haben sie mal falsch geschrieben gehabt und naja, jetzt ist der Teufel los. Aber da war ein deutscher Lagerführer, nicht, da war ein deutscher Lagerführer auch, der was mit den Russen verhandelt hat.
dazu ein Sachs oder Kassen. Das war ein Mann. Der hat Russisch können perfekt. Der hat einer erzählt, was ich habe sie nicht lesen und nicht schreiben können und so. Der hat mich fortgebracht. Das hätte gerade müssen noch bleiben. War das nicht zusammengeschrieben? Wo wird denn die Papiere gekommen, so Anbrot angestellt? Da war ewig dort geblieben. Nicht? Aber der Deutsche, der Sachs, der hat die Russen mal richtig aufputzt. Nicht? Aber da nachher ja mitgekommen. Nicht? Das war, wann war das? 47 im Herbst, Oktober? Ja, Oktober, ja, stimmt, Oktober, nicht? Aber da haben sie uns noch das war auch schwarz, aber da haben sie uns noch rausgeschickt auf die Kolchose, Erde verarbeiten zuerst. Wir hätten das schon früher können fahren, aber die haben uns abzweigt und haben uns rausgeführt nach Klinzi. Haben wir bei einem Kraftwerk den Kanal ausputzt und dann haben wir raus auf die Kolchose, Erde verarbeiten noch. Und dann haben sie erst wieder eingeladen, nicht, den Zug zum Heimfahren. Dann sind wir da über die Ukraine runtergefahren. Nicht? Was war das für ein Gefühl, da in dem Heimkehrerzug zum sein? Ja, das haben wir gesagt, ach, das stimmt eh nicht, wir weiß, wo wir hinfahren. Aber weil sie oben Süden gefahren sind, nicht, das geht da. Haben sie gesagt, wir weiß, wo die hinfahren mit uns. Und da haben wir aber gesehen, da sind Transportzüge wieder gegen uns gefahren. Und da haben wir auch wieder Launcher rausgeschaut, wie bei den Waggonen, nicht, sind da oben so ein Loch, nicht bei den Viehwaggonen. Und da haben sie rausgeschaut. Und die sind aber wieder gegen uns gefahren. Das war schon wieder ganz in Zweifel, nicht? Wir waren in Viehwaggonen auch drin. Nicht? Ja, und gefahren haben sie uns wieder stehen lassen irgendwo, haben sie uns ausgestellt auf ein Gleis, weil ich kein Lok gehabt haben, haben sie gar wieder zugekriegt. Und so sind wir da oben durch Ukraine, da war links und rechts die Zuckerraum-Häfen. Ja, und das waren, dann haben wir noch, wenn wir die Grenzen kennt, da draußen auf der Dreieck Rumänien, Tschechei und der Ukraine, wo das Eck ist, ne, dort sind wir über die Grenze um. Und da haben wir müssen aussteigen und zu Fuß umgehen und der Zug ist noch, hinten haben wir noch einen Personenzug gekriegt. Aber da haben sie noch einmal alle Antreten, haben sie noch SS gesucht. Alle Antreten hinten auf, nicht um die Tätowierung da, nicht? Und da einer war dabei, das war ein Hese, von Hesen. Den haben wir geschwindelt, nicht? Der hat aber so geschnellt. Und so, wir müssen aufpassen, und die merken, dass der schnellt, da ist was los, nicht? Und der hat das ausgewetzt gehabt. Eine Narben hat er gehabt, nicht? Und der hat schnellt, und das haben wir aber da umtauscht, nicht? Wenn die hinter die Reise sind durchgegangen schon, da bei hinten umgetauscht, haben wir dann so wieder, und da ist es wieder gegangen, nicht? Den haben wir mitgebracht, aber bis Preis-Kretscham, auf die Grenze, nicht? Über die Grenze sind wir hin, da bei der Ukraine rein sein, dann sind wir in Ungarn noch, bei Kretscham heißt das, ist ganz oben da in die Berg, also Ortschaft, dort sind wir noch gewesen, eine ganze Woche, haben wir dort noch Wurmsuppen gekriegt, Fresssuppen gekriegt, und sind wir schon dick geworden. Ne, wo ich büttelt, da war ich so dick. Von der Wurmsuppen, eine Woche haben wir Wurmsuppen gegessen. Nicht? Dann sind wir heimgefahren, aber nicht. Aber haben wir schon einen Personenzug gekriegt. Nicht? Das war dann klar, jetzt fahren wir heim. Dann sind wir durch Ungarn runtergefahren. Und wenn wir der Budapest zugefahren sind, am Vormittag, das muss der Sonntagvormittag sein gewesen, da haben die Glocken geleitet. Da sind sie manche, haben die Tränen runtergerunnen. Nach, weiß ich, sind sie manche gewesen, die waren 6 Jahre unterwegs, haben keine Glocken und nichts gehört. So ergriffen waren die, nicht, da haben sie geleitet, die Ortschaft. Das war noch nicht ganz kommunistisch, nicht, das Ungarn, wie wir durchgefahren sind. Ja, und am Budapest haben sie schon Tee und Sachen reingegeben, nicht, alles, das war, ja. Dann sind wir in Wiener Neustadt angekommen. Da hat uns der Gruber, ne, der Außenminister Gruber, hat uns dort empfangen in Wiener Neustadt. Zollerhalling, genau Zollerhalling sind wir heimgekommen, nicht? 31. November halt. Endlich rollt der Zug in Wiener Neustadt ein. Jener Zug, auf den Tausende gewartet haben. Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Kinder und Angehörige jener glücklichen Unglücklichen, die nun Jahre nach dem Kriegsende endlich in die Heimat entlassen wurden. Die Reporter der Austria-Wochenschau gestehen, wir konnten nicht in Bildern wiedergeben, was sich bei der um Monate oder noch richtiger gesagt um Jahre verspäteten Heimkehr wirklich abgespielt hat. Es geht einfach über Menschenkraft, die Gefühle wiederzugeben, die Tragödien zu schildern, die Freude und das Glück auszumessen und in Worten auszudrücken.
Und so lassen auch wir diese erschütternden Szenen mit jenem Schweigen an uns vorüberziehen, das überall dort geboten erscheint, wo die tiefsten Bereiche menschlichen Fühlens und Empfindens offenbar werden. Die Heimat hat sie wieder. Und dann haben wir Gulasch gekriegt, 10 Zigaretten, 50 Schilling und der Feuerzeug. Und Gulasch und Knödel haben wir da gekriegt in Wiener Neustadt. Und dann sind sie heimgekommen, ganz heim. Ja, dann bin ich auch gekommen, nicht, sind wir heimgekommen, aber ich bin in Judenburg ausgestiegen, nicht, weil meine Eltern waren die in Oberzeiger, halt bei Oberzeiger da, in Winden, nicht, war die. Also die Eltern, nicht, auch ich. In Judenburg, ja, da sind wir ausgeladen worden, sind wir raufgekommen zum Roten Kreuz, da haben wir Tee und Keks gekriegt und dann sind wir losgegangen. Und am Hauptplatz haben sie ein Gleis gehabt, da sind Heimkehrer gekommen. Und da hat mir eine Frau aufgefangen, sie will mit mir reden, ich soll mit ihr mitkommen, nicht? In die Wohnung, bin ich nicht. Ja, ihr Verlobter ist in Russland gefangen. Und sie weiß nicht, aber er war Offizier, nicht? Und ja, nicht, wir sagen, Offiziere waren bei uns nicht, die waren separat in Russland, nicht? Aber ich habe nicht müssen erzählen, wie es mir gegangen ist, wie es uns gegangen ist, nicht? Naja, und dann ist es Abend geworden, nicht? Und ja, jetzt muss ich gehen, nicht? Es ist ein Postauto und das Auto nach oben, 10 Kilometer, nicht? In den Omnibus gehen, nicht? Bin ich noch weggegangen. Dann wollte ich mit der nicht einsteigen lassen, weil ich habe nichts gezahlt, nicht? Meinen Fuß kann ich nicht hergeben, den wollte ich kriegen, nicht? Und da haben sie auch die Leute auch lassen. Schau, da haben sie gesagt, dass er heimkehrt, da kann er sonst fahren. Dann bin ich sonst aufgefahren bis Katzling, nicht? Durch die Ortschaft, nicht? Und dann noch ein Stückchen gehabt, haben wir mich noch, nicht? Es war aber schon Fenster, nicht? Jetzt bin ich auch gekommen, der Vater der war schon alt, der war schon dement. Und die Mutter hat separat unten eine Wohnung gehabt, nicht? Ein Zimmer gehabt. Wenn ich jetzt dann bei der Mutter angeklopft. Ja, da war ich geklopft, da ist gemeldet. Na, hat sie gesagt, lass mich in Ruhe, was hab's denn da umeinander? Hat sie geglaubt, sie tratzt werden, nicht? Und ich meine, ja, ich sag, ich bin's, der Hansel, nicht? Und dann das Feuerzeug anzünden und dann gleich, ja, sie lässt nichts. Ich hat das nicht, das sehen wir, ich bin. Ich gehe jetzt rein in das Haus. Ja, aber auskennt haben wir. Das war ja so ein Bauernhaus gewesen, ursprünglich das Wohnhaus und das Wirtschaftsgebäude angebaut, nicht? Und da habe ich gewusst, was ich das muss ich aufbringen. Da bin ich innen rein und bin innen oben im Haus. Zum Glück war die Tieren nicht so, die Petroleumlampen anzünden unten, nicht? Und ist schon alles so gewesen, wie ich fort bin. Und da bin ich rein mit dem Licht zu der Mutter und in Gesicht gelegt, dann ist sie angeschaut, die Mutter. Jetzt hat das sich nicht ausgehört. Traum mich, oder bist du das wirklich, nicht? Naja, dann hat sie angegriffen und gesagt, Mutter, schau. Ja, bist du das wirklich? Ja, nicht? Ja, die hat mich zuerst nicht erkennen wollen, nicht? Und der Fahrer, der war schon so, der hat gesagt, das ist nicht der Hansel, das ist ein anderer, der will sich gleich auch bei uns bleiben da. Und die Mutter hat gesagt, wer wird bei uns bleiben, wenn wir nichts haben? Ja, der Vater hat lange gebraucht, bis er mich wirklich akzeptiert hat. Ich bin da hin, der hat aber geglaubt, das ist ein anderer.
Ja, dann war ich da, nicht? Jetzt ist, ja, dann habe ich Quarantäne gehabt nachher. Dann immer müssen zum Doktor fahren, raus nach Knittelfeld, nicht? Und durchsuchen, nicht? Ich bin mit dem Radl. Ich habe auch noch ein neues Radl gehabt, wie ich eingeguckt bin. Und das habe ich bei der Firma verlassen da. Und da die Frau, die Chefin, hat das Radl aufgehalten. Wie ich bin heimgekommen in 47, war das Radl da fix und sauber da. Nicht Vorrat. Nein, Nagelnackt 37 Jahre gekauft worden. Ja, und dann war ich raus in der Knittelfeld zum Doktor, nicht? Und da gehe ich beim Doktor hinten in den Hof rein, ist das Radl rein, nicht? Und gehe zum Doktor. Wie ich zurückkomme, aber das Radl, da ist ein Fuhrwerk dort, raus dort mit einem Ding, und der hat Hutz abgeladen, Scheiterhutz abgeladen. Ich habe kein Radl gesehen, wo das Radl fährt, das Vorradl fährt. Die haben dort aber gleich, wo ich das Radl habe, das ist zu dick gewesen, aber die haben halt so da, ne? Bin ich zur Gendarmerie gegangen, und er ist gemeldet, ne? Die Nummer habe ich gewusst von Radl hinten. Die haben das aufgeschrieben, und nach einer Woche haben sie mir noch eingerufen zu der Firma her, nicht? Weil wir müssen zu Fuß heimgehen, nicht? Es ist gekommen, dass das mein Fahrradl ist auch gekommen bei der Gendarmerie in Knittelfeld, nicht? Ja, ich habe Lust auf das. Komme ich raus, auf zu der Gendarmerie, da ist ein Posthaus an die Gendarmerie drin, ja, da steht mein Radl. Aber kein Schlauch und kein Reifen oben. Haben die Hundling, ist in der Zeitung gewesen, Heimkehrer wurde Fahrer gestohlen, in der Bezirkszeitung war das drin. Da haben sie das gelesen, jetzt haben sie das Radl wieder zusammengestellt, aber auch nicht mehr Reifen, sondern Gendarmerie aufgetragen. Ja, jetzt habe ich mein Fahrrad gehabt wieder, nicht? Aufgeschaltet und bin heimmarschiert, einer die Zenkel, mit dem Radl tragen. Und dann haben sie dann die Frau kennengelernt nachher dann. Ja, das war auch ein Schicksal. Nicht? Das muss ich ihr heute noch verdanken. Die hat mich wieder weggebracht von dem Gefangenen-Ding. Nicht? Die hat mich eigentlich aufgefangen. Weil ich habe mich ja nicht ausgekannt, ich war ja kein Zivilist. Ich habe ja nicht gewusst, wie das geht. Nicht? Die 2 Jahre, wo wir Lehrling waren, nicht? Aber dann war alles Militär und da hat es nichts mehr gegeben. Nicht? Da war ja schon Krieg, hast du alles mehr gehabt. Nicht? Hast du nichts gekriegt. Ich habe mich hinten und vorne dort nicht ausgekannt. Nicht? Aber Wie haben Sie die Frau kennengelernt? Wie war das? ja, das war das Lustige. Die Frau hat mich schon gekannt, bevor ich eingerückt bin. Hat das schon spekuliert, das ist der Ecker-Lehrling, hat das geheißen, da in Klaloming, nicht? Das war ja damals, nicht? Ja, ich habe da nichts gewusst, aber nicht. Und nach dem Krieg, wie ich bin heimgekommen, haben sie mich das erste Mal gesehen, sie hat einen Zwillingsbruder gehabt, nicht, die Frau. Hat der gesagt, was weiß denn das, was weiß denn? Ja, der Krieg ist anders, der Lehrling. Und sie hat selber gesagt, sie hat schon Schwestern, mit denen muss ich haben. Aber wie geht das auch? Ich habe sie ja nicht gekannt, nicht? Ich habe nicht gewusst, woher. Da war eben der Arbeitskollege geworden, der Junge auch da sind wir bei den Bauern, da haben wir halt vorher Bauernwirtschaft dabei, nicht? Die haben Schnapsbrand immer an. Und da war der Aufenthaltsraum, wo das Gesinde war, ist der Schnapsbrand worden. Und da war am Fasching Sonntag war Feuerwehrball in Klaloming. Nicht? Ich habe keine Ahnung, was ein Ball ist. Ich wusste, es hat ja keinen gegeben vorher, nichts. Nicht? Und der sagt, du geh mal hoch, wie Feuerwehrball ist. Will ich nicht. Und da haben wir aber da Schnaps getrunken. Den Schnaps ist runtergegangen, das war lustiger geworden. Ja, auf einmal bin ich mit denen zum Feuerwehrball. Und da waren dann ein paar Dirndler dort. 2 gleich angelegt. Die haben nämlich Angora-Hosen gehabt und haben so Jackerl gehabt, Angora-Jackerl gehabt. 2, ihre Schwester, die war ein Jahr älter oder 2, und meine Frau, die Jackerl noch und die Dirndler waren noch. Und eine kam aber mit mir tanzen, da haben wir mit der tanzen, nicht? Und der Schnaps, der hat mir schon anders gehabt, nicht? Ja, geht der Gaudi, nicht? Aber der hat nichts locker lassen. Das ist nachher gegangen, nicht? Die sind nach heim und ich bin auch heim, aber nachher ist gleich in der Woche drauf ist schon ein Brief gekommen, nicht? Sie hat immer gesagt, ich wollte dich haben, nicht? Das hat sie schon, aber schon.
Naja, war in Ordnung nicht. Und sie war in Ordnung nicht. Ich habe nie einen Treffer gemacht mit der Frau. Wann haben sie dann geheiratet? Wann? In 49er Jahren haben wir noch. Ja, da habe ich aber zuerst noch müssen die Berufsschule fertig machen. Da bin ich in Kuchel gewesen, nicht? In dem Holzzentrum. Damals war es eine Holzfachschule, heute ist es Holzzentrum in Kuchel. Nicht? In 48er Jahren, im Herbst war ich draußen, 3 Monate in Kuchel. Und im Frühjahr war ich wieder 3 Monate draußen. Und dann bin ich im Mai bin ich heimgekommen von der Schule. Und am 6. Juni haben wir geheiratet. 6. Juni 1949. Ja, 1949. haben wir geheiratet. Und jetzt sind sie mittlerweile über 76 Jahre, Jahre verheiratet, ja, weil die ja. Frau lebt immer noch. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie viel sie noch kennt, aber sie schaut mich immer schön an, wenn ich draußen bin. Nicht? Aber sie ist voll dement. Gell? Leider. Ist voll dement. Und war so eine scharfe Frau, eine technisch scharfe Frau gewesen. Die hat das, wenn die einkauft hat, hat den Preis und das Summe schon vorher gesagt, bevor die das ausgerechnet hat. Das muss ich auch sagen. Das hat angefangen, aufwärts gehen, immer weg. Nicht? Zuerst hast du Fahrrad gehabt, hast du Motorrad gehabt, hast du Moped gehabt, hast du ein Haus gebaut, hast gewohnt genommen. Selber das Haus auch alles aufgebaut, das ganze Haus selber. Alles, ja, und das Haus haben wir alles selber gebaut. Nicht? Die Frau haben wir das meiste gebaut. Nicht? Was die Fenster nicht haben sie sogar selber gemacht gehabt, das ist schon die zweite Garnitur. Ich habe die Fenster alle selber gemacht gehabt, nicht? Und dann 30 Jahre drin gewesen, waren noch nicht hin, aber das haben wir halt umgebaut. Nicht? Und das alles, haben wir alles miteinander gemacht. Nicht? Und, gemeinsam. Aber Elektro nicht haben wir müssen nehmen, einen Maurer haben wir gehabt, zum Verputzen. Nicht? Und so. Ja. Aber gemauert haben wir selber. Aber gemeinsam ist alles gemacht alles worden. Gemeinsam, ja. Zusammengehalten. Ja, die Frau, das war so. Sie hat das wollen und ich habe es auch wollen. Sie hat 15 Geschwister gehabt, 15 Geschwister gehabt. Da waren 6 Frauen, die waren alle verheiratet, haben eine Familie gehabt und das wollte sie auch. Also sie hat wohl eine Familie haben. Nicht? Und das hat er gezogen. Nicht? Es hat nie was gegeben. Nicht? Das war knapp, immer knapp. Aber wir haben nie gestritten über das Geld. Nie. Nie. Wie haben sie das eigentlich gemacht, dass 76 Jahre lang Kronjuwelenhochzeit, aber wie haben sie das gemacht, dass Ja. so, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, von alle 100-Jährigen, noch nie jemanden kennengelernt, der so lange gefeiert hat, immer noch ist. Ja, na, das hat Was sich für- ergeben. Ich sage eben deswegen, weil wir uns am gleichen Strang gezogen haben. Nicht? Und mit den Kindern, das war ja auch Zusammenhalt. Nicht? Das heißt miteinander. Die Buben waren nicht alles rausig. Nicht? Das haben wir schon müssen zusammenhalten. Nicht? Aber wir haben das alles schon miteinander geschafft. Und die Buben sind auch in Ordnung geworden. Nicht? Ich habe leben können, die haben nie gekümmert, die haben die Familie durchgebracht. Alles. Und die Kinder sind auch alle im Geschäft, auch alle positiv. Nicht? Und naja, das ist ein fürs Leben gewesen. Ich kann mich nicht beklagen. Und die Sachen, die gehen den Schotten, die schlechten Sachen, gehen Gott sei Dank mehr verloren. Ich denke immer mehr, wie was lustig oder besser war. Nicht? Ach, das habe ich lieber. Und so soll es auch sein im Leben, nicht? Dass man ein Ziel hat. Nicht? Ein Ziel war für uns aber die Familie, nicht? Dass wir das Haus bauen, nicht für nichts. Die Frau hat, das Bauholz hat die Frau gekriegt als Erbteil. Nicht? Aber sonst haben wir alles selber aufgebaut. Nicht? Aber das war. Und die Frau, auf einmal, nicht, jetzt sind die Kinder groß geworden, jetzt sind die alle Gymnasium gegangen und dann war schon mal und das. Auf einmal komme ich heim, sagst du, morgen gehe ich arbeiten. Ich sag, wo soll ich arbeiten? Ja, sie hat schon angemeldet in die Schafmechanikfabrik in Webersdorf, hat sie sich selber angemeldet, die geht arbeiten. Aber es geht ein bisschen knapp, nicht, weil die alle studiert haben, die alle waren parat studieren. So. Die hat einfach ausgegangen und hat sich angemeldet, hat eine Arbeit gekriegt und hat 15 Jahre gearbeitet, nur mal zuletzt. Ja, das ist, ja. Aber jetzt in den letzten Jahren haben sie sich als Zeitzeuge in Schulen ja engagiert. Ja, das ist so gegangen. Ja, am meisten nicht durch die Enkel, nicht, weil die maturiert haben, die haben die Klassen gehabt, haben sie das gehabt, die Zeitzeugen, nicht. Und da haben die noch gesagt, der Opa, der kann das, nicht, der war das. Und da haben wir das gemacht. Das erste war, da war mein Raum, ein Professor von Seckau, das war der erste, nicht? Und der hat bis sofort eingeladen, so die Burschen mit 17 Jahren,
Ich war nie so schon ruhig geworden. Das ganze Ding hat er gesagt, dass wir heute waren. Ne? Nie waren so ruhig. Aber Nur dann habe ich aber so eins erzählt, wie ich jetzt mit dir. Nicht? Ja, in die Schüler sollte ich das so nicht. Die fragen ja, wie war es, was haben sie müssen tun, wie war denn die Schule oder was haben sie für gefangen, und das fragen die Schüler gerne. Nicht? Das letzte Mal, wie ich in Falstaff war bei Schülern, die waren ganz weg. Das gibt es ja nicht, dass ich nie was nicht da brauche. Das muss nicht, aber das war dann so, das hat keinen Ahnung nicht gegeben. Bei mir auch nicht, bei der Arbeitsamt. Ich habe nichts können machen, die haben da geschrien, nicht, du musst das machen. Nicht? deswegen sind wir so dankbar, dass Sie uns als einer der letzten Zeitzeugen von damals uns das berichten. Es gibt ja nicht mehr viel und gerade das heutzutage noch festhalten zu dürfen, ist ein großes Privileg. Ja, war der Sender auch da, der Reihe, nicht? Die haben ja auch, der Bürgermeister hat gesagt, ja, das ist noch einer, der redet, nicht? Manche sind ja nicht mehr so sprachgewaltig, nicht? Oder irgendwas, nicht? Ich kann noch da was. Ne? Und deswegen sind die gekommen, nicht? Was haben Sie persönlich aus dem Krieg gelernt? Naja, nie wieder. Nicht? Und mir tut das ja jetzt so schier, ich weiß nicht, es redet wieder alles auf, was halt wieder. Da ist der Krieg, da ist der Krieg. Es ist aber kein Ecken mehr, wo nicht der Krieg ist. Nicht? Mir geht sich das geht mir bei der Nacht nicht aus, da kommt der Kreislauf an. Gell? Ich war auf den ganzen Krieg, ich habe nie gedacht, ich fahre mal oder mich. Da hast du einen Bouncer gehabt. Und wenn du das gesehen hast, was da geschehen ist, da war eine Schicht drüber oder so drauf. Genauso gewesen hat er nicht Frühstück gehabt oder sowas. Nicht? Das war alles abdeckt, nicht? Sonst hättest du das nicht ausgehalten. Es sind schon manche gewesen, die es nicht ausgehalten haben, die sind natürlich gespielt worden, ist klar. Also Sie sind da so abgehärtet geworden, automatisch ja, sofort, weil... Ja, da warst der Blitz, das hat mich gegangen. Ich habe mir gar nicht vorstellen können. Ja, erst noch haben wir, nicht einmal da noch, aber da, wo ich da ein bisschen angeflackt habe. Ja, das könnte das, aber war gleich wieder weg. Nicht? Und da ist mir auch mal einer rein, in den Stall ist mir da einer rein, hat mich da mal aufgeritzt. Nicht? Und bei der Renten war gewesen, war er da drin gewesen, also später wieder. War ein Schicksal, das war, ja, hat man nicht erwischt, mit erwischt. So Ende war das, so ein Gefühl war das. Nicht? Alles abdeckt. Die Sachen gesehen und in Ostpreisen, die Flüchtlinge. Ich meine, wenn du das gesehen hast, nicht, in Jena 45, wie die Ostpreisen alle evakuiert worden sind, mit Raus und Wagen. Auf die Wagen oben, Matratzen oder Stroh, um die alten Leute oben, nicht, und mit die raus. Und heute tut man damals, ja, weiß nicht, da hast du den Bouncer gehabt. Nicht? Heute, wenn der sich, wenn der Dreck, nicht, der Zug auf der Straße, da sind die russischen Bouncer gekommen, die haben das Rehr runtergestellt, da sind sie reingefahren in der Kolonie, wo so die Dinge waren, raus und Leute, und da ist es links und rechts von der Straße da nicht geflogen. Und wir waren mit dem Fahrzeug in den Wald drin, nicht? Wir haben keine Pflichten von der Straße weg, weil es keine Bouncer kommen, nicht? Wir sind mal weggefahren und aus und dann haben wir gesehen, wie die da raus und Leute und Dinge, die sind durcheinander geflogen. Die sind 4 Bouncer durchgezogen, da die am Ostzaunplatz gehabt. Nicht so Sachen, nicht, aber das war, ja, ich weiß nicht, wie man das überhaupt. Haben Sie da viel kennt von Freunden, Bekannten, die gefallen sind im Krieg? Ja, das war ein Arbeitskollege ist gefallen, nicht? Der ist auf Frankreich genug gewesen, hat er Frankreich gekriegt, nicht? Und da war er noch dort ein Arbeitsdienst, ist zurückgekommen, ist eingerückt zum Wehrmacht. Und 3 Monate darauf ist er gefallen. Da war er weg, der war ein Arbeitskollege von mir. Und da oben beim Bauern sind 2 gefallen. Was du denkst, nicht, der Bauer ist ein Heiliger, nicht? Und ein Nazi, nicht? Gerät hat und der Besuch ist für Führer, Volk und Vaterland gefallen. Und die waren total nicht, durcheinander. Nicht? Also, das sind zwei. Ich weiß gar nicht, wie viele haben sie in dem Krieg denken. Keine alle, die was an den Krieg denken, sind was gewusst, sind keine alle kennt. Da waren die Arbeitskollegen von mir und ein kleiner Uminger, nicht? Die haben alle kennt, damals, nicht? Das sind da ganz schöne Chippe oben, ich weiß es nicht, wie viele das sind, die sind nie erzählt, aber
Die haben ja alle gekannt damals, nicht? Aber der erste war schon der Arbeitskollege, nicht, von dem ich die Arbeit übernommen habe. Nicht? Der hat mir, nicht, ich war in der Sägewerk, ich war bei der Kreissäge, nicht? Und der hat da aufgehört, hat er gesagt, da hast du meinen Soßspart, ich brauche den nicht mehr. Der ist eingerückt, nicht? Und ein halbes Jahr drauf ist er gefallen. Das waren die, die am meisten angegangen, aber den habe ich gut kennt und alles, nicht? Und aber ich war aber noch begeistert, ich muss auch einrücken. Das hat er gar nicht gegriffen, dass die nicht mehr zurückkommen. Nicht im Bodenverzug sind sie schon gefallen. Nicht? Aber das ist so abdeckt worden und so, dass das gar nicht richtig verdaut hast. Nicht? Immer die Propaganda, was als Ja, Kind schon die angefangen Propaganda, hat, Zeltlager Propaganda, und Marschieren und gemeinsam Ja, und das war- ja. Uniform und Ja, war es bei mir so, wir waren ja als quasi ein Erwerbsbetrieb. Wir haben Barackenholz, nicht? Die Baracken haben sie ja gebaut nach und nach. Da haben wir Barackenholz geschnitten, die Laden und Balken für Brückenbau und so, für die Pioniere. Solche Arbeit haben wir gehabt. Und da war ich freigestellt von der Hitlerjugend. Ich, nie brauchen ich war eingeschrieben bei der Hitlerjugend, aber ich bin nie zum Bürger brauchen und nichts. Nicht? Weil ich war im Betrieb. Ich habe hier, weil ich 12 Stunden arbeite die ganze Woche, nicht auf Tag frei, wieder frei und nächsten Tag schon wieder. Nächste Woche schon wieder Nachtschicht, die ganze Arbeit, 12 Stunden auf der Arbeit. Da habe ich nichts brauchen, habe ich nicht brauchen. Nicht. was hat die Welt daraus gelernt aus den Fehlern vom Zweiten Weltkrieg? Ich habe nichts. Ich vermute nichts, das wird nichts. Im Gegenteil, das wird ja noch immer ärger. Nicht? Ich kann mich erinnern, als Kind haben wir einen Kalender gehabt. Immer. Ein Jahreskalender, nicht ein Universalkalender. Und da war außen am Töteltüt, waren die Tanks, haben sie da was gesagt haben. Fürchterlich. Und der Weltkrieg war ja noch viel ärger, nicht noch. Dass du da hast, hast du schon gedacht, das will so sein, nicht, wenn die Tanks kommen. Aber dann sind die Panzer gekommen, die waren noch was anderes, nicht? Und jetzt ist es auch gleich, was haben sie jetzt was für die Waffen, was sie jetzt was machen. Und wenn sie aber umeinander zündeln mit den Atomen und mit denen, na, kann man sagen, so gut, dass ich so alt bin. Aber die Jugend muss das wissen, wo das hingeht. Ich leide unter der Zeit, was jetzt ist. Ich bin oft in nachts munter und denke mir, wo geht das jetzt hin? Nicht? Wenn wieder ein Krieg ausbricht, und das wieder nicht, und das. Wo führt denn das noch hin? Und das immer noch weitergeht. Ich weiß nicht, was noch alles geben kann, aber einer das vor 30 oder 40 Jahren gesagt, was es heute ist, hätte es auch noch keiner geglaubt, nicht? Damals hätte es auch keiner geglaubt. Aber das kommt halt und wir wissen auch nicht, was in Zukunft kommt. Was können wir heutzutage machen, dass wir das Ruder irgendwie umreißen können, gerade wenn es um Thema Krieg und Frieden geht? Was können wir da so machen, dass wir irgendwie das... Ja, ich weiß kein Rezept. Und die höheren Herren die wissen auch kein Rezept. Die wirklich wollen, dass er Frieden oder wieder wird. Ich sehe nirgends an. Für die ganzen, was jetzt die Regierung sind, nicht? Und die Chefs sind von den Ländern, der Amerikaner, der Russ und für China. Ich weiß nicht, wie man das jetzt gleich bringt. Und die wollen ja alles nur die Welt erobern, oder? Ich habe sich kein Licht. Ich feiert mich aber, wenn sie da in der Ukraine was voranbringen, auch nicht, oder im Gaza schreiben, dass das einmal wieder erhoben. Unten, da, weit unten, die sind ja, können es auch keine Ruhe geben, das muss so aber zändelt werden. Aber wenn ich die Ukraine, ich weiß nicht. Das ist ja das, was ich mir persönlich so schwer vorstelle. Mit 17,5 Jahren haben sie einrücken müssen, bis 22 die ganze Jugend da mitgemacht. Und jetzt, wenn sie den Fernseher einschalten, sehen sie das wieder, holt sie das wieder ein. Ja, mir geht das an. Jetzt fallen da so viele Leute in der Ukraine. Aber für was? Genauso für was waren es auch wir. Auch für die Codes war, nicht? Das ist der Krieg für uns, wir haben abends. Und in der Ukraine ist der Steiberger so ein Flecken. Erden, da raufen sie. Uns geht es ja eh gut. Ne?
Aber so soll es sein. Jeder soll, eine Demokratie oder so, nicht? Das ist ja nicht das Mittel, aber auch eines von den Besseren. Und das sollen sie zusammensetzen und sollen miteinander reden, nicht gegeneinander immer. Wenn immer, es ist ja bei uns auch so, die oben da, nicht, die Partei oben da, das sind auch so nicht. Die einzigen, sage ich, was wirklich Regenten waren, das war die Garnitur nach dem Krieg, die was in Konzentrationslager waren, der Raab, der Fiegel und die alle, nicht? Die waren wirklich ehrlich dabei, Österreich wieder aufbauen. Aber das ist ja halt bei die Rente, wo größer war. Gemacht wird das nie, muss ich sagen. Welchen Ratschlag geben Sie uns mit auf den Weg, oder den Zusehern, so ein Ratschlag fürs Leben generell? Naja, halt, wie soll ich sagen, miteinander, mit den Mitmenschen zusammenkommen nicht? Und nicht immer gegen, sondern miteinander. Man kann ja gegensätzliche Aussagen haben, aber man kann das miteinander ausreden. Aber nicht so wie da, der wird immer draufgehauen auf den und Lügen gelogen wird, nicht? Nein, das sollen sie ehrlich zusammensetzen, nicht? Und sind, ja, ich weiß nicht, ob es so gibt noch, die was ehrlich. Ich habe ja schon gesagt, du kannst nie in der Regierung kommen, wenn du nicht was ausgefressen hast. Bis jetzt war es so. Der Beruf war für mich Erfüllung, nicht? Ich habe das gern gemacht. Nicht? Ich war Werkmeister in einem Sägewerk, nicht? Da war schon allerhand. Was ich da alles gemacht habe, in den Oberschlause, sogar Baupolier und das alles, was ich alles gemacht. Ich habe Garten aufgestellt, Maschinen aufgestellt, alles habe ich gemacht. Nicht? Überall waren Sie dabei. Überall. Ja, nein, das habe ich alles. Aber das war interessant, nicht? Das war ja Arbeit. Das hat mich immer gereizt. Nicht? Wenn der Wille ist, ist auch ein Werk. Nicht? Vielleicht noch 3 Fragen zum Schluss. Haben Sie eigentlich irgendwas Bestimmtes gemacht, dass Sie 100 Jahre geworden sind? Ich habe nicht blöd gelebt, ich habe anständig gelebt. Nicht? Ich habe nicht Alkohol gehabt, geraucht habe ich mal, aber das habe ich auch aufgegeben. Aufgehört, mit 77, glaube ich, haben Sie mal gesagt. Ja. Ich habe die Nacht aufgehört, weg. Naja, aber sonst, habe ich mir halb gesund gelegt, außer da nicht, wenn wir vegetarisch gelebt haben in Russland, nicht mit Suppen und Brot. Das ist ja alles drin gewesen. Naja, dann habe ich ein paar Nieren habe ich gehabt, nicht? Und Nieren gestanden, so kleine. Aber sonst, ich habe ja gesund gelebt. Ich habe nicht gesoffen, ein bisschen geraucht, auch nicht so, der einen schicken und anderen, vernünftig halt, nicht? Und das habe ich auch halt noch. Aber das finde ich super, wenn jetzt zum Beispiel wer zuschaut, denkt sich mal, er raucht auch noch vielleicht, aber Sie haben auch geraucht, sind jetzt trotzdem 100 geworden, also jetzt zahlt es auf, jetzt zahlt sie aus zum Aufhören. Ich habe immer gesagt, ich habe einen Onkel gehabt, die Mutter ist auch 100 Jahre alt geworden, nicht? Und einen Onkel habe ich gehabt, der ist 96 geworden. Und da habe ich gesagt, wenn der nicht geraucht hat, war er auch 100 geworden. Oder die Mutter hat nicht geraucht, ist 100 geworden und der Onkel hat geraucht. Das war ja auch ein Phänomen, der Onkel. Das war schon ein kleiner Mann, immer auf der Alm gewesen. Aber der hat sein Zimmer gehabt, da ist der Rauch bis da oben gestanden, da hat er geschlafen drin. Pfeifen geraucht. Ist 96 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, der ist gleich 96 geworden, weil er so viel geraucht hat. Bis zum letzten Ding. Was ist der Sinn im Leben? Naja, was Sinn? Für mich war das anständig Leben. Eine Familie war für mich wichtig. Und mit den Leuten, ich habe keine Feinde gehabt. Ich habe nie gebraucht. Ich war so, wenn sie mich gereizt haben, dann habe ich mich was aufgestellt. Aber ich habe selber nie was. Das kann ich 100%, dass ich nie mit was angefangen habe. Nicht, ich habe mich gewehrt, wenn was war, nicht, wenn es notwendig war, habe ich mich gewehrt, ordentlich, nicht, richtig. Aber selber, gut, ausgenutzt haben sie mich natürlich auch. Wenn du der gute Lauter bist, dann kennen sie dich schon auch. Nicht? Was habe ich viel gearbeitet und gemacht, wie umsonst. Ach Gott, jetzt noch in der Pension noch, nicht? Aber ich habe so gern geholfen. Ich war jetzt nicht kein Zuschauen, nicht? Ja, tun Sie jetzt dann in der Werkstatt unten her und so alles. Das ist ja, als Krankenpfleger finde ich es so faszinierend, das ist ja unglaublich. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Naja, dass das aufhört.
dass der Krieg aufhört, der Krieg, dass die Leute wieder zusammenkommen, dass die ist ja schade um die ganzen Mittel und alles, wenn alles zusammengehauen wird. Jetzt ist ja wieder so, jetzt wird das tut alles zusammengehauen, man kennt aber viel, das tut so das Fleiß, damit er wieder Arbeit hat oder wieder was verdient. Nicht? Wer wird denn da wieder verdienen, wenn sie Ukraine aufbauen, wenn es wirklich mal so weit wird? Nicht? Na, das möchte ich nicht haben. Das war, ich hoffe, dass es mal besser wird und ich wünsche auch, dass meine Jugend und die alle, nicht, die haben auch eine Jugend da, nicht, dass denen wenigstens halbwegs ein Leben ist und durchkommen. Nicht. Das sind ja in allen Familien so, nicht, dass die Familien sagen können, uns geht es halbwegs nicht und dass die, ja, es werden immer Arme sein, aber solche sein oder Außenseiter sein. Aber dass die weniger werden und die Leute positiv denken. Nicht? Das, ja, das war eigentlich mir im Kopf, nicht, dass es wieder anders wird. Es sollen die Leute einen Frieden machen, Frieden soll werden. Die Leute sollen wieder sagen können, wir sind sicher. Aber ob das ist ein Zukunftstraum, das ist, glaube ich, eine Illusion, aber wir müssen mit dem leben. Wir können das nicht abstellen auf einmal. Nicht? Wir müssen mit der Situation leben, wie sie jetzt ist. Und da hoffe ich, dass das einmal anders auch wieder wird. Das muss da wieder mal bergauf gehen. Nicht? Jetzt haben wir eine Talsohle drin, was die, wir spüren es nicht so. Aber in Wirklichkeit ist das halt kein gutes Ding. Es überall kracht und überall Ding. Und das ist, kann nirgends genug sein. Und ich hoffe, dass es wieder besser wird, dass es wieder mal besser wird. Aus der Talsäule will man aufkommen am Berg auch. Das wünsche ich mir allen. Mehr kann ich auch nicht machen.